12 Meter Länge. Ja, wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Er findet tatsächlich statt. Wir haben das Jahr 2020 und Maskenpflicht macht Sinn, denn ansonsten könnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. Hier ist Heiko. Grüß dich, Heiko. Hallo, guten Morgen. Wenn du mal so lieb bist, mal ganz kurz die Maske runterziehst, ja, dass wir mal sehen, wie dein Gesicht aussieht. Ja, das ist Heiko, darfst du wieder aufsetzen. Und hier ist Patricia. Auch du darfst mal ganz kurz den Zauber lüften. Mach mal bitte die Maske runter, denn die Leute haben dich noch nie gesehen ohne Maske. So ist es. Denn du bist heute unterwegs mit mir seit einigen Tagen Fahrzeuge zu begutachten. Und du hast einiges erlebt. Ja. Du hast vom Wohnwagen bis zum voll integrierten, ein Campingbus und so weiter. Und das ist ja mal, das ist ein großes Fahrzeug, oder? Ja, sehr, sehr groß. Also ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gelernt und ich könnte mich immer noch nicht entscheiden. Ich finde den kleinen Wohnwagen genauso toll wie jetzt so ein Riesenteil. So ist es, ja. Wir sind interessanterweise mit jemandem zusammen, der hat Fahrzeugbau, du korrigierst mich, studiert? Ja, Fahrzeugtechnik, also Maschinenbau und dann Fachrichtung Fahrzeugtechnik in Osnabrück studiert, um einfach Hintergrundwissen zu haben, um Background zu haben, wie baut man ein solches Fahrzeug. Denn wir wollen nicht nur ein schickes Fahrzeug auf die Räder stellen, sondern eben auch ein technisch hochwertiges Fahrzeug auf die Räder stellen, was eben alle technischen Raffinessen berücksichtigt und eben auch technisch safe ist. Und das, dazu braucht man ein gewisses Grundwissen und dazu habe ich Fahrzeugtechnik studiert, ja. Ja, das kommt euch sehr zugute, denn die Fahrzeuge mittlerweile, man sieht sie in ganz Europa, hauptsächlich in Deutschland? Ja, hauptsächlich Deutschland, aber wie du schon richtig sagst, mittlerweile auch europaweit. Und es sind ja da keine Grenzen gesetzt, das ist ja das Schöne, dass ich mit einem solchen rollenden Apartment überall unterwegs sein kann, ohne großartig zu überlegen, wo fahre ich hin. Ich fahre in die Richtung, weil das Wetter da schön ist, und wenn es da nicht schön ist, fahre ich in die andere Richtung. Ja, manchmal muss man gar nicht so viel reden, man muss einfach mal so ein bisschen was zeigen. In diesem Jahr habt ihr alle Fahrzeuge auf Mercedes-Benz-Basis hier stehen. Das ist aber Zufall, ihr baut auch auf MAN. Richtig, wir bauen auch auf MAN oder auch auf Volvo-Chassis. In diesem Fall ist es zufällig, dass wir alle Fahrzeuge hier auf Mercedes-Chassis stehen haben. Das hat sich so ergeben und wird mit dem Kunden abgesprochen, je nachdem, was der Kunde für eine Anforderung hat. Ergibt sich die Tonnage und dadurch dann auch eben das Chassis, was wir brauchen. Ja, der hat jetzt 3 Achsen, er hat 3 Slideouts, habe ich richtig gezählt? Richtig, der hat 3 Slideouts. Wir haben ein Slideout im Wohnraum, 2 Slideouts im Schlafraum. Wir schaffen es damit, den Wohnraum oder den Gesamtfahrzeuginnenraum auf über 30 Quadratmeter zu vergrößern. Ja. Ihr habt immer die neuesten Chassis, das hier ist ja kein Bus, sondern das ist ein LKW-Chassis drunter? Richtig, das ist ein LKW, ein Mercedes Actros 2653, heißt 26 Tonnen, 530 PS. Die neuesten Fahrerassistenzsysteme sind eingebaut. All das, was man heute im LKW-Bereich so bekommen kann, und da muss man sagen, die LKW-Technik ist ja sehr, sehr weit, und das übernehmen wir natürlich bei unseren Wohnmobilen, um absolute Sicherheit und absoluten Komfort zu haben. Technisch ist das ein LKW, das heißt bei der Zulassung erzählt wie ein LKW, es ist kein Bus, richtig? Nein, nein, bei der Zulassung wird es ein Wohnmobil, es wird kein LKW, sondern ein Wohnmobil. Somit eben, dass ich als Privatperson natürlich kein Sonntagsfahrverbot habe oder so etwas. Ich darf auch schneller fahren wie LKWs? Nein, das darf ich leider nicht. Ich darf nur 80 fahren. Und ja, das ist eben limitiert wie beim LKW auch. Wenn ich bei einem Fahrzeug über 7,5 Tonnen spreche. Genau, das ist also, ich sag mal so, das Fahrgestell ist ein LKW, ich brauche einen LKW-Führerschein? Ich brauche den Führerschein C oder CE, den klassischen LKW-Führerschein. Den benötige ich. Und dazu muss ich den eben machen, oder vielleicht habe ich ihn sogar schon. So, hier sieht man das Slideout, das ist ein kleines Wunderwerk, der Slideout. Das bedeutet also, ich habe technisch gesehen nicht die Slideouts, wie ich es in Amerika habe, richtig? Nein, das ist eine andere Technik, das ist etwas sehr Spezielles. Und wir haben eine spezielle Dichttechnik, sodass wir mit dem Fahrzeug, ich sag mal, absolut safe im Winter sind. Wir haben keine Dichtigkeitsprobleme. Und zwar muss man sich vorstellen, dass hier
im Inneren eine Dichtung läuft. Das muss man sich vorstellen wie ein Fahrradschlauch. Und diesen Fahrradschlauch, diese Dichtung, blasen wir eben auf, da geben wir Druck drauf und somit muss der abdichten. Daher gibt es auch diese runden Ecken, damit dieser Schlauch eben hier schön laufen kann, sich anlegen kann. Und ja, das muss dicht sein, das geht nicht anders. Bei den meisten amerikanischen Wohnmobilen sieht man oben drüber noch eine Markise. Die ist, glaube ich, notwendig, damit von oben, ich sag mal, die Feuchtigkeit nicht direkt reinkommt. Ist es so, dass ihr eine Art Scheibenwischerfunktion habt, auch eingebaut bei der? Genau, wir haben zusätzlich zu dieser Luftdichtung, die ich gerade beschrieben habe, noch eine Vordichtung. Das ist eine ganz normale Streifendichtung, die eben das erste Wasser schon so abstreift und das Wasser nicht mit reinzieht. Und den Rest nachher zum Abdichten macht diese Luftdichtung. Ja, und somit sind wir absolut safe, was Feuchtigkeit, was Winter, was die thermischen Probleme angeht, haben wir gar keine Sorgen. Ja, was sehr interessant ist, wenn man hier unten reinschaut, man sieht nichts. Das heißt, die ganze Technik zum Rein- und Rausfahren habt ihr integriert. Sieht man ein bisschen was? Ja, man sieht ein bisschen was. Man sieht so Auflager und so Führung, genau. Das war's. Das war's. Die Mechanik, die sehen wir nicht. Die ist versteckt und verkleidet. Und das ist gut für dich? Das gefällt dir? Das ist High-End-Fahrzeugbau und das ist das, was wir dem Kunden mitgeben an hoher Qualität. Und ich sag mal, das kann ich hier in Europa nicht anders machen. Denn diese amerikanische Technik, die ist leider hier nicht möglich. Das würde niemand akzeptieren. Würden wir nicht akzeptieren als Hersteller, weil wir wollen die Qualität, die wir am Fahrzeug haben, auch in dem Bereich komplett durchziehen. Ja, ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Das Fahrzeug wird hinten etwas höher und ihr habt als Designelement dann noch eine Reling angebracht. Die Thema Optik spielt eine ganz große Rolle. Und wie geht ihr da vor, gerade wenn ich jetzt nochmal die Front zeige? Dort ist ja im Prinzip das Erkennungsmerkmal von so einem Fahrzeug, die DNA, die da ist. Da gibt es ja verschiedene Kundenwünsche. Wie geht ihr da vor? Oder gibt es so Designer, die sagen, das muss die Front sein, Automotive? Nein, gut, also da sind wir selber bei uns innerbetrieblich sehr, sehr weit, dass wir Ahnung von Design haben, dass wir eine genaue Vorstellung haben, wie soll sowas aussehen, wie kann sowas aussehen. Und so entsteht eben, wie wir es jetzt hier sehen, die neue Perfect Front, die wir wirklich nach unseren Vorstellungen haben erstellen, konstruieren lassen. Das ist eine CAD-unterstützte Konstruktion und ich sag mal, wenn man sich die Spaltmaße anschaut, dann ist das Automotive-Qualität und das ist recht selten. Das Design ist natürlich immer Geschmackssache. Wir haben sehr gute Rückmeldungen darauf, sodass den meisten das anscheinend gefällt und da sind wir natürlich glücklich darüber. Uns jedenfalls gefällt es sehr, sehr gut und wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, was da im Markt selten ist. Ja, das Schöne ist, ich kann mir das Wohnmobil, das Reisemobil individuell designen lassen. Ich kann also zu euch kommen und kann sagen, ich hätte das und das und das und das. Gut, das meiste ist wahrscheinlich möglich. Ihr könnt auch beraten, was geht nicht, richtig? Aber vieles geht. Ja, also das, was geht, das können wir, das machen wir. Manchmal gibt es technische Grenzen, weiß ich nicht, durch die Gesamthöhe 4 Meter. Mehr ist leider nicht erlaubt. 12 Meter Länge, hast du schon gesagt, ist auch das Maximale, was wir dürfen. Da sind wir natürlich auch gebunden. Aber ansonsten, ich glaube, das macht doch Sinn auf unseren Straßen, oder? Wir sind ja nicht in Amerika. Ja, genau. Irgendwann hört es auch auf. Und wie man sieht, schafft man mit 12 Meter Gesamtlänge schon einiges. Trotz des großen Sportwagens, der wirklich, wirklich groß ist, haben wir... Der ist groß. Ja, der ist groß und lang. Und trotz dieses Fahrzeugs haben wir im Schlafraum volle Stehhöhe. Und das ist das, was unsere Kunden... Nochmal, ihr habt volle Stehhöhe im Schlafraum? Ganz genau. Das ist das, was wir gleich sehen werden. Das ist nicht mal eben so. Da muss man schon jeden Zentimeter rechnen und berücksichtigen. Und das ist einfach gigantisch und das macht natürlich Spaß, weil ich sag mal, wer so ein Fahrzeug in der Kategorie kauft, will natürlich nicht hinten im hinteren Schlafbereich seinen Kopf einziehen oder gar stoßen. Mercedes-Benz hat mit dem Actros ein Wunder erzeugt an Spritverbrauch. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über 40 oder 30 Liter, sondern es ist wirklich weniger. Es tendiert, ich habe gehört von anderen Fahrzeugherstellern, die Fahrzeuge hier zur Messe bewegt haben, die hatten ein Gewicht von 14 Tonnen, das hier ist wahrscheinlich erheblich schwerer, und haben etwa 17 bis 20 Liter verbraucht, wenn man das will. Also ich nehme mal an, der Gasfuß auch hier ist aber schwierig, weil man fährt ja 86, 87, da geht wahrscheinlich der Begrenzer irgendwann mal an. Das fahren alle LKWs so.
knapp über 80, oder? Ja gut, also wir haben keinen Begrenzer, beziehungsweise wir begrenzen die Autos bei 110. Das heißt, der Kunde darf nur 80 fahren, er könnte aber 110 fahren. Es gibt auch Länder, da ist es etwas schneller. Genau, in manchen Ländern darf man auch schneller als 80 fahren, darum geht eben die Begrenzung auch weiter. Ja, na klar, je nachdem wie der Gasfuß ist, wenn ich bei 80 bin, dann ist so ein Fahrzeug mittlerweile recht spritgünstig, sage ich mal, und verbraucht recht wenig. Und ja, so ein Fahrzeug ist durchaus mit 20 Liter oder weniger zu fahren. Ja, man sieht hier die Slideouts, das wirkt von außen gar nicht so groß. Aber das macht unvorstellbar viel aus innen. Also wenn wir gleich mal reingehen und die sind rausgefahren, ich sag mal so, diese Erker schaffen es, dass man ein Raumgefühl kriegt, fast wie zu Hause. Ja genau, das ist eben der Trick dabei. Es sind nur 50 Zentimeter, das was der Erker rausfährt. Aber man muss sich vorstellen, wenn ich von 2,50 Meter Gesamtbreite ausgehe, sind diese 50 Zentimeter im Verhältnis schon recht viel. Und nein, das ist vom Raumgefühl her einfach toll. Und das Schöne ist, das Fahrzeug wird dadurch nicht länger oder irgendwie unwendiger, sondern ich habe einfach nur ein Teil, was ich per Knopfdruck innerhalb von 20 Sekunden rausfahren kann und habe dann einen schönen großen Wohnraum, wo auch vielleicht mal Hunde sich bewegen können, weil viele Kunden haben auch große Hunde dabei. Und ja, da steht man sich nicht gegenseitig auf die Füße. Ja, da sprechen wir auch mal drüber. Gerade das Thema Hunde und Wohnmobile ist sehr beliebt. Ja, viele haben auch große Hunde, da habt ihr Lösungen für. Man muss einfach nur sagen, was man möchte. Die lenkt mit, die Achse? Richtig, wir haben hier eine zwangsgelenkte Nachlaufachse. Das heißt, in Abhängigkeit von der Vorderachse lenkt diese letzte Achse mit und macht dieses Fahrzeug eben super wendig. Ja? Trotz der 12 Meter habe ich ein super wendiges Fahrzeug. Und, schau mal gerade, wir haben hinten 6 Reifen, richtig? Ja, wir haben Zwillingsreifen auf der mittleren Achse und eben Einzelbereifung auf der letzten Achse. Die letzte Achse, die Nachlaufachse, ist entlastbar. Das heißt, im Falle der Traktionsanforderung habe ich die Möglichkeit, die zu entlasten, um mehr Druck auf die Antriebsachse zu bekommen. Ah, ich verstehe. Das heißt also, es geht darum, wie schwer ist das Fahrzeug? Um die 20 Tonnen, so im Leergewicht. Im Leergewicht. Und Zuladung? Ja, dann eben diese 6 Tonnen. Ne? Fahrzeug noch dabei, Wasser. Ja gut, Wasser ist ja eingerechnet, Masse im fahrbereiten Zustand. Aber wir haben roundabout 6 Tonnen Zuladung. Also das braucht man gar nicht genau rechnen, weil diese 6 Tonnen einfach so üppig sind, dass man da keine Sorgen hat. Ja, ich zeige mal gerade die Hubstützenanlage. Die muss natürlich angepasst sein. Da haben wir eben noch mal kurz drüber gewitzelt. Wir sprechen hier über professionellen Fahrzeugbau. Das könnte auch für die Marine sein. Jetzt nicht Marine, die Bundeswehr, die ja extreme Anforderungen hat und so weiter. Ihr bedient euch dort auch bei Zulieferern, die es können. Ja, genau. Wir versuchen Komponenten zu verwenden, die nicht aus der Karawantechnik kommen. Und das schaffen wir auch. Das heißt, wir wollen eben super stabile Komponenten verwenden. Und so ist es auch bei den Stützen. Das sind Stützen aus dem industriellen Bereich. Ja, vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber da weiß man ganz sicher, dass die nächsten 30 Jahre funktionieren werden. Wie habt ihr das hinbekommen, dass die Oberfläche so glatt ist? Tja, das ist nicht ganz so einfach. Gerade bei GFK, wir haben ja eine GFK-Außenhaut, glasfaserverstärkter Kunststoff, in diesem Fall beim 12 Meter in 3 mm Stärke. Da ist es nicht ganz so einfach, die Oberfläche. Ich zeige das mal gerade. Da geht jemand vorbei und da ist das Spiegelbild und das ist nicht verzerrt. Ja, genau. Das ist eben unsere Lackoberfläche. Das heißt, unsere Fahrzeuge werden händisch lackiert. Das heißt, ich habe einen richtigen klassischen Lackaufbau, wie ich den vom Pkw oder vom Lkw kenne. Das heißt, wir haben keine industrielle Mühbeschichtung, sondern wir haben einen richtig klassischen Lackaufbau. In diesem Fall in Silbermetallic. Das heißt, das ist eine Zweischichtlackierung. Wir haben einen Basislack und am Ende noch einen Klarlack oben drauf. Da habe ich auch mal die Chance, mal so einen Astkratzer mal rauszupolieren, ohne dass ich gleich nachlackieren muss. Und das ist natürlich schon etwas sehr Hochwertiges. Das Dach und die Isolierung, vielleicht sprechen wir mal drüber, denn das Ganze fängt ja an bei Dingen, die man nicht sieht. Ja. Wie ist die Außenhaut insgesamt beschaffen oder die Wand, sage ich jetzt mal, die Dicke? Ist das da hinten, wenn wir jetzt mal reinschauen, ist das repräsentativ oder ist das im Fahrzeuginneren nochmal anders? Nee, das ist genau das, was wir sehen. Also die Wandstärke ergibt sich aus einer 40 mm Isolierung. Auf der Innenseite gibt es dann GFK und eben außen GFK, sodass wir am Ende auf
ca. 47 mm kommen. Das ist eine Top-Isolierung, die so ein Fahrzeug halt gegen äußere Einflüsse schützen, Wärme, Kälte. Und das ist schon recht gut. Genauso ist es im Dachbereich. Auch da haben wir eine GFK-Oberfläche. Heißt, wir sind recht resistent gegen Hagel. Bäume, Äste. Das, ja. Und wenn es denn doch so ist, dass ich da mal einen richtigen Schaden dran habe, auch das haben unsere Kunden natürlich schon gehabt. Ich sag mal, einen Balkonboden in die Seite gerammt, was dann im ersten Moment wirklich gruselig aussieht. Aber wenn man das Fahrzeug nachher aus der Reparatur von uns zurückbekommt, dann wundern sich die Eigner, wie schön das wieder geworden ist, und man sieht wirklich nichts davon und es gibt auch kein nachhaltiges Problem. Wenn man es kann, also ich glaube, du kannst mich korrigieren, im Bootsbau ist auch GFK im Einsatz. Ja, richtig. Und da gibt es ja so Sachen wie Gelcoat und so weiter, die da verwendet wird. GFK ist sehr aufwendig zu reparieren, aber wenn man es kann, ist es hoch ausbesserungsfähig. Genau so ist es. Also wir haben natürlich die passenden Techniken dazu, wir haben die passenden Mitarbeiter dazu, die da geschult sind in dem Bereich, und die können mit dem Material umgehen, und wenn man das kann, dann ist das super hinzubekommen. Wenn man es kann. Also es gibt Videos im Internet, da kann man mal nachschauen, wenn jemand ein Boot repariert, wie aufwendig das ist, ja, damit man anschließend nichts mehr sieht. Denn wichtig ist ja auch bei so einer Hochglanzlackierung, da siehst du ja alles, oder? Ja klar, auch das ist ein bisschen tricky, das nachher gerade in der Fläche so hinzubekommen. Ja, das ist beim Pkw natürlich einfacher, wenn ich Rundung habe, so ein Kotflügel oder so. Das ist natürlich bei so einer 12 Meter Länge schon dann manchmal nicht so einfach, wenn da irgendwo in der Fläche eine Beschädigung ist. Aber auch das kriegen wir immer so hin, dass niemand da etwas davon sieht. Vielleicht kurz, dass du uns mal erklärst, das Fahrzeug wird ja nicht reingefahren. Also Nein, man fährt es nicht rein? Ja, genau. Wir könnten ja dann, wenn wir es reinfahren würden, nicht mehr aussteigen. Ja? Das heißt, wir stellen den Pkw auf diese Plattform, die hydraulisch rausgefahren wird, mit einer Fernbedienung, und fahren dann mit einer Fernbedienung Plattform und Pkw zusammen in die Garage. Ja, spannend ist, ihr habt die Batterietechnik direkt darunter platziert. Tiefer Schwerpunkt? Ja, Thema tiefer Schwerpunkt, und weil dieser Platz einfach ausgenutzt werden soll. Und da haben wir die Möglichkeit, einfach die Batterien zu platzieren. Man sieht sie nicht, man hat sie aber dabei, und das ist eigentlich der ideale Platz dafür. Ich zeig mal gerade so ein kleines Detail. Das kenne ich ja nur von der Kirmes, ja. Hydraulik pur. Ja, das kennst du auch aus dem klassischen Anlagenbau, Maschinenbau, ja. Und das ist eben was super Stabiles, was super Hochwertiges. Und da weiß man einfach, wenn man das schon sieht, dass das die nächsten Jahre funktionieren wird, ja. Und mag ein bisschen überdimensioniert sein, aber... Mag ein bisschen überdimensioniert sein. Ja. Ihr habt an der Klappe eine Hydraulik dran, da können wir einen halben Panzer wahrscheinlich mit hochheben. Ja, aber es funktioniert. Und ich habe auch im Winter bei Kälte oder so keine Sorgen, ach, die Heckklappe geht nicht auf. Nein, sie funktioniert. Sie drückt auf. Okay, das heißt, das Hydrauliköl, das wird im Winter etwas weniger viskos, oder wie? Warum? Ja, wir haben ein spezielles Hydrauliköl, was wir auch über die Jahre natürlich dann rausgefunden haben, was da idealerweise die passende Viskosität hat, was dann eben im Winter auch funktioniert, so wie im Sommer. Ja, beeindruckend. Muss ich noch irgendwas machen bei der Klappe, oder die geht vollautomatisch zu? Drück auf den Knopf. Ja. Genau, du hast eine Fernbedienung. Die Fernbedienung fährt diese Plattform mit dem Pkw rein. Die übrigens allein, das ist schon ein Hingucker, die Plattform. Also das ist ja das, was man sieht. Ja, genau. Fertigen wir natürlich auch selber, wie all das, was wir selber machen. Fertigen wir auch diese Plattform hier bei uns selber. Du selbst kannst schweißen. Ist das eine gute Schweißnaht? Ja, das ist für Alu ist das eine ganz gute Schweißnaht. Ach, Alu? Ja, klar. Und trotzdem trägt diese Alu-Plattform eben diesen schweren Sportwagen. Und ja, das ist schon... Wenn du gerade so lieb bist, da die Kante mal ausfährst, ich will nur mal sehen, ich kann da den ganzen Tag mitspielen. Das ist echt gut, oder? Diese Flaps brauchst du halt, um diesen recht flachen Sportwagen dann reinzufahren. Ja? Weil diese flachen Sportwagen haben an der Frontkante immer so einen Spoiler, so einen Flap, der dann recht schnell aufsetzt. Und dafür brauchen wir diese Auffahrsschuhe, diese Auffahrhilfen. Ja, wie du gesehen hast, recht leicht zu bedienen und auch recht leicht wieder einzuklappen. Also was mir gefällt, sind auch hier diese kleinen Zooösen, die auch hier kann man wahrscheinlich einige Tonnen dran, ich weiß es nicht. Ja, genau, also das Thema Ladungssicherung ist hier natürlich auch noch da. Das heißt, wir müssen natürlich den Pkw auf dieser Plattform noch sichern. Das heißt, ich ziehe über das Rad so einen Radspanner
und habe damit auch sämtlichen Regularien Sorge getragen und ja, so ist er richtig gesichert. So eine Frage, das Fahrzeug wurde für das Wohnmobil angeschafft hier? Oder ist das oft so, dass der Besitzer vielleicht mal eins hat, mal so, mal so? Ja gut, die Eigner kommen auf uns zu und besprechen mit uns, was möchte ich für einen PKW dabei haben. Der eine hat einen Aston Martin, der andere hat einen AMG GT, der nächste hat einen Porsche 911. Ein Smart. Oder auch ein Smart, selbstverständlich. Dann fällt es halt ein bisschen kleiner aus. Aber ansonsten sagt derjenige halt, der so einen Sportwagen fährt, naja, einen Smart habe ich nicht. Also möchte ich meinen Sportwagen hinten hinein haben. Und okay, ich sage einfach, was ich habe. Die Leute bringen die Fahrzeuge dann vorbei oder die werden vorher natürlich in Höhe, Tiefe, das wird entsprechend von euch eingestellt und vermessen? Na gut, wir haben natürlich im CAD-Programm sämtliche Pkw-Silhouetten und Zeichnungen drin, sodass wir... Ihr kennt die Maße? Wir kennen die Maße, sodass wir das Fahrzeug dementsprechend zeichnen. Also wir brauchen das Fahrzeug irgendwann zum Schluss. Ah, okay, das wollte ich nur wissen. Das heißt, ihr probiert es am Schluss auch aus, ja? Natürlich. Nicht das bei der Übergabe. Ob wir das richtig gemacht haben, aber bisher hat es immer geklappt. Und naja, so zeichnet man den PKW direkt mit ein und baut um diesen PKW drum zu. So, wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal neben das Fahrzeug stellst, dass man mal einen kleinen Vergleich hat von der Größe her. Das ist der Heiko. Hallo. Und das ist das Fahrzeug. Das heißt, exakt 4 Meter Höhe oder ein bisschen tiefer? Ja, wir sind bei 4 Meter. Diese Höhe müssen wir ausreizen, um einfach diesen großen PKW unterzubekommen und eben diese Stehhöhe im Schlafraum zu gewährleisten. Das habe ich noch nie gesehen. Also dass bei einer PKW-Garage man dort stehen kann, ja? Ja, bei einem Smart oder bei einem BMW Mini oder bei einem Fiat 500 ist das für uns recht leicht. Beim Riesensportwagen ist das schon etwas eine Herausforderung, die wir hinbekommen, wo es aber für manche schwer ist oder nicht möglich ist, das hinzubekommen. Und das ist nur mit einem individuellen Bau möglich und eben mit dieser Dacherhöhung, die wir gerade schon angesprochen hatten, im hinteren Bereich. Ja. Das heißt, wir haben ja vorne diesen flachen Bereich, wo wir ich sag mal, eine Sattantenne untergebracht haben, um dann im hinteren Bereich hochzugehen mit dem Dach, um eben auf die Stehhöhe zu kommen. Großes Kino. Also das ist ein Fahrzeug, das ist jetzt schon das Fahrzeug eines Eigners, richtig? Das ist derzeit unser Ausstellungsfahrzeug. Das haben wir nach unseren Vorstellungen gebaut. Okay, das heißt, man kann es kaufen? Ja, man kann es kaufen. Ich bin da derzeit im Gespräch mit dem einen oder anderen, aber derzeit ist es noch nicht verkauft. So, wir sind also hier wahrscheinlich in der Preisklasse weit über 1 Million Euro? Ja, genau. Wir haben hier 1,45 Millionen Euro dran stehen. Das ist das Gesamtpaket ohne den Sportwagen. Ja, den muss der Eigner, zukünftige Eigner dann doch noch mitbringen. So, die Empfehlung wäre natürlich genau dieses Auto. Man könnte es auch bei euch im Paket erwerben. Ja, klar. Also wir besorgen auch schon mal den PKW für den Eigner, weil er sagt, Mensch, ich möchte bei euch das Gesamtpaket verkaufen. War Spaß, weil der steht ja jetzt hier. Das heißt, jetzt eine Anpassung danach, das ist noch möglich? Oder ich sag mal, dadurch, dass der so groß ist, passen ja viele jetzt rein, oder? Ja gut, wir schaffen es hier bei dieser Garagengröße jetzt eben diesen AMG GT unterzubringen, ein Porsche 911, Mercedes SL. Das sind die Größen, die wir hier unterbringen können. So, die Corona-Durchsage kommt. Die kennst du mittlerweile auswendig? Die kann ich mitsprechen, ja, weil wir die regelmäßig hören. Ich muss aber sagen, ich finde das ganz gut und man sieht, dass die Besucher sich diszipliniert verhalten. Und ja, ich glaube, die Messe läuft ganz gut ab und am Ende der Messe hoffe ich, dass wir sagen können, dass es vernünftig abgelaufen und Messen können in Zukunft wieder stattfinden. So, es ist sehr, sehr interessant, was unter diesen Klappen ist. Du hast dafür gesorgt, dass die Klappen aufgehen. Ich habe eine zentrale Klappensteuerung. Wir haben eine Zentralverriegelung, genau, wo die rechte Seite von der linken Seite getrennt gesteuert ist. Das heißt, wenn ich mich hier auf der Beifahrerseite aufhalte, möchte ich nicht unbedingt, dass die Fahrerseite auch mit offen ist. Somit kann ich das getrennt steuern. Ja, ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe die Klappen jetzt aufgemacht. Das ist eigentlich nur ein Knopfdruck, aber so brauchen wir jetzt nicht zum Eingang gehen. Ich kann die hier öffnen. Es gibt die Möglichkeit, immer noch einen Schlüssel. Ihr habt wirklich aus Sicherheitsgründen, ich sag mal, Elektronik okay, aber hier ist das Schloss noch mit drin. Genau, hier habe ich noch die Möglichkeit, mechanisch zu schließen, wenn die Elektrik ausfallen sollte, weil die Batterien leer sind oder weil sonst irgendwas wäre, dann wäre das möglich, ja. Ich zeige das mal gerade. Ihr habt einmal
Lithium-Batterien von Victron Energy. Ihr seid sehr zufrieden mit Victron? Ja, das sind sehr stabile Geräte, die einfach problemlos funktionieren, die wir schon seit Jahren einsetzen und ja, da kann man sich drauf verlassen, denn ich sag mal, gerade die Batterien, das Ladegerät, der Wechselrichter, das ist so das Herzstück eines Wohnmobils und wenn das nicht funktioniert, dann ist das sehr, sehr ärgerlich und da muss man sich schon drauf verlassen können und das ist eben bei diesen Komponenten möglich. Hier rechts ist wahrscheinlich die Technik drin. Ich zeige mal ganz kurz, wir haben ja Niedervolt. Ich nehme mal an, dass hier in dem Fahrzeug 24 Volt verbaut wird, intern. Ja, also das Fahrzeugchassis ist ja 24 Volt, heißt der Ablauf hat 24 Volt. Im Aufbau haben wir derzeit 12 Volt, weil es sehr viele Komponenten mit 12 Volt gibt in dem Bereich. Aber auch wenn du die Verdrahtung hier mal anschaust, das ist schon Anlagentechnik, ja, die irgendwo auch gut zugänglich ist, wenn dann mal ein Problem da wäre, wo man auch ja, vielleicht mal einen externen Mechaniker instruieren kann, dort etwas zu machen. Ja, da gehen jetzt Klimaleitungen rein. Ist die Klimaanlage unten drunter? Ich frage mal so. Genau, wir haben eine spezielle Klimaanlage, das ist eine Splitanlage, die wir selber bauen. Das heißt, wir haben die Kompressoreinheit unterm Fahrzeug. Echt? Genau. Wo denn? Ja, müssen wir jetzt auf der anderen Seite sehen. Da hinten siehst du so einen Kasten. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite. Das ist ja spannend. Ihr habt die selber gebaut? Ja, sowas machen wir selber. Die kannst du so nicht kaufen. Und die muss ja flach sein, richtig? Ja, die muss flach sein. Die soll leise sein. Die soll leistungsstark sein. Und das, was es da sonst so in dem Bereich gibt. Das ist die Klimaanlage? Ja, genau. Das ist jetzt die Kompressoreinheit. Und der Verdampfer sitzt eben im Fahrzeug, im Möbelbau integriert. Und dadurch schafft man es, eine super leise Klimaanlage zu haben, wo ich im Fahrzeug wirklich nur die ausströmende Luft höre. Effektiv, kühlend und super leise. Was will ich mehr? Ja, ich habe das bei mir. Ich schlafe ja auch im Heck. Und bei mir ist eine Mastervolt-Steuereinheit und die beiden Lüfter, die freuen sich jedes Mal. Ich höre sie nämlich beim Schlafen. Ich habe mich daran gewöhnt, sie singen mich in den Schlaf. Aber so eine Klimaanlage, wenn man die hört, das kann ganz schön nerven. Dann ist das nervig, ja genau. Und darum haben wir uns hingesetzt und haben diese Anlage entwickelt und für unsere Fahrzeuge angepasst. Und das ist, ist schon eine tolle Qualität und einfach ergiebig. Ja, was ist das für ein Gefühl für die Fahrzeugeigner, wenn ihr eine Übergabe macht? Das heißt also, ich sag mal, das ist ja ein Projekt, ich denke mal mit Planung und allem drum und dran. Bauzeit, da reden wir von über einem Jahr. Ja, bei so einem Fahrzeug speziell sprechen wir von über 9.000 Arbeitsstunden. 9.000 Arbeitsstunden. 9.000 Arbeitsstunden. Die Produktionsdauer insgesamt? Bei so einem Fahrzeug auch ungefähr 12 Monate als Produktionsdauer. Ohne Planung? Ohne Planung, die findet im Vorfeld statt. Denn die Lieferzeit beträgt derzeit ungefähr 18 Monate. Das heißt, ich habe im Vorfeld mit dem Eigner die Möglichkeit, bis zum Produktionsbeginn das komplette Fahrzeug durchzusprechen und zu planen. Das heißt, die Eigner kommen mit einer Idee zu uns, wo sie sagen, Mensch, wir möchten das so haben, wir möchten das Bett quergestellt haben, wir brauchen da Platz für unsere Hunde, vielleicht gibt es noch ein kleines Kind oder ein Enkelkind, was mitfahren soll zeitweise. Und all diese Komponenten können wir berücksichtigen und steigen mit dem Kunden in die Planung ein, sobald er möchte und so viel wie er möchte. So kann sich jeder hier sein eigenes Fahrzeug bauen lassen. Und zum Thema Übergabe ist das eben nachher genau das Spannende. Ja? Du musst dir vorstellen, ein Kunde hat vom ersten Strich auf dem Blatt, von der ersten Zeichnung, begleitet er den Bau seines Fahrzeugs. Das sind natürlich Emotionen, die da freigesetzt werden, wo du bei der Übergabe am Ende jemanden vor dir stehen hast mit leuchtenden Augen. Das ist wirklich so. Wir haben glänzende Augen und haben Gänsehaut. Und das macht schon unheimlich Spaß. Da braucht keiner mehr Danke sagen oder irgendwas. Das reicht für uns, die so ein Fahrzeug dann auf die Räder gestellt haben, um einen glücklichen Eigner zu sehen und ein schönes Fahrzeug zu übergeben. Perfektion, ich habe dich so kennengelernt. Bei euch kommt nichts ins Haus, was nicht perfekt ist. Habt ihr denn schon mal so Sachen, so Feedbacks von Kunden, die sagen, naja, jetzt bin ich immer ein Jahr gefahren, da hätte man anders machen müssen?
Naja gut, dadurch, dass wir selber auch die Fahrzeuge bewegen, brauchen wir nicht unbedingt die Rückmeldung vom Kunden. Auch da sind wir natürlich kritikfähig. Wenn jemand sagt, Mensch, wir haben da andere Ideen, dann hören wir uns das schon gerne an, weil manchmal gibt es da ja schon die eine oder andere Sache, wo man vielleicht drüber weggesehen hat, wo der Kunde sagt, Mensch, mach doch so oder so. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir die Fahrzeuge auch selber bewegen und sehr oft bewegen, sind wir da eigentlich recht gut aufgestellt, sodass wir wissen, was gefordert ist oder was eben vielleicht nicht so schön ist an einer Ecke, die ändern wir dann natürlich gleich ab. Ich bin sprachlos. Ja genau, hier siehst du jetzt Ja genau, sagt er. Das Wasserfach, das Technikfach. Das heißt, wir haben hier die Entsorgungsschieber, sagen wir, für den Fäkalientank, für den Abwassertank. Wie du siehst, ist das alles schön beschriftet. Das heißt, da kann auch jemand Fremdes mit umgehen. Ja, wenn es lieb ist, die vielleicht nicht ziehst. Ja, mache ich jetzt nicht, genau. Ich weiß nicht, ob da was drin wäre. Wir haben hier einen Spülschieber, das heißt, wir können das Abwasser durch den Fäkalientank spülen. Wir haben die Wasserpumpe, wir haben hier wieder unseren... Vielleicht mal ganz kurz für Leute, die sich nicht so gut auskennen. Die Toilette ist umweltfreundlich, denn ich habe keine Chemikalien bei der Toilette. Ich habe einen Festtank. Da ist, glaube ich, ein Motor mit drin, der das Ganze vorher ganz klein zerhäckselt, richtig? Ja. Das heißt also, das Große und Kleine geht dann in den Tank, stimmt das? Also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn wir einen Grundriss haben, der es ermöglicht, die Toilette direkt über den Fäkalientank zu bauen, ja, dann arbeiten wir gerne mit einer ganz normalen Wasserspültoilette. Echt? Ohne Zerhacker. Ohne Zerhacker. Weil dieser Zerhacker Geräusche macht. Ja. Das ist nachts sehr unangenehm, nicht nur für das eigene Auto, sondern auch für die daneben anstehen. Weiß ich. Genau. Und der Ehering macht nicht den kaputt, den Zerhacker. Ja, genau. Das gibt es nämlich auch, dass dieser Impeller dann sich schon mal zusetzt. Und deswegen arbeiten wir, wenn wir die Möglichkeit haben, auch gerne mit einer Wasserspültoilette. Hier ist es so, durch den großen Sportwagen, durch die Anordnung des Layouts, haben wir hier nicht die Chance. Und hier arbeiten wir eben dann mit einer Zerhackertoilette. Und da ist ein Impeller in der Toilette verbaut, der eben die Fäkalien zerhackt, bevor sie dann in den Tank kommen. Und diesen Tank entsorge ich dann hier unten über den Entsorgungsstutzen. Hier ist der Entsorgungsschlauch drin, den stecke ich hier mit Bajonett auf und entsorge dann eben Fäkalien und Abwasser. Okay, verstanden. Das heißt, man lässt zunächst die Fäkalien raus und spült dann mit dem Abwasser. Ja, genau. So wäre die Reihenfolge. Man lässt die Fäkalien raus, spült dann das Abwasser durch den Fäkalientank, um den Fäkalientank ein bisschen nachzureinigen. Und dann lässt man das nochmal ab. Ja. So, Hansgrohe habt ihr hier verbaut. Ich sag mal, oft ist es ja so, man hat teure Fahrzeuge, da wird dann an irgendwas gespart. Das sind Appliances professionell wie zu Hause. Ja, genau. Das siehst du hier an der Armatur. Das siehst du aber auch hier an so einem Wasserverteiler. Ja? Das ist ein hochwertiger Messingverteiler. Das hat mit einem Caravan-Bereich nichts mehr zu tun. Das ist halt Haushaltsbereich und wo eigentlich jeder Installateur Spaß dran haben müsste. Ja, das hier erinnert mich so ein bisschen an den Bau von einer Boeing 747. Wie wird das Fahrzeug denn gebaut? Ich habe gehört, ihr baut zuerst außenrum das Chassis und macht dann den Innenausbau. Stimmt das? Ja, so ist es. Wir haben eine enorme Fertigungstiefe. Ja? Wir fangen also beim Chassis an. Wir bauen zunächst den Rahmen eines Fahrzeugs. Das heißt, vom ersten Schweißpunkt über die Rahmenabsenkung machen wir alles komplett selber. Dieser Rahmen wird dann einmal komplett lackiert, bevor wir irgendwelche Komponenten... Der Rahmen wird komplett lackiert. Ihr lackiert den Rahmen? Richtig. Der verzinkte Rahmen wird einmal komplett in Lack gesetzt mit einem speziellen Chassislack. Das sieht man noch gar nicht. Ja, genau. Könnte man sagen, warum macht das eigentlich? Ja, weil wir es wollen. Weil wir wissen, dass das für die Ewigkeit ist. Und das ist eben das Interessante, wenn ich Kunden bei uns im Betrieb habe und die Produktion zeigen kann, dann stehen die oft mit offenem Mund da und sehen eben, wie wir fertigen. Und das ist schon für jemanden, der da drauf gucken kann, sehr, sehr interessant. Und ja, so wird das Fahrzeug gebaut. Das heißt, wenn der Rahmen fertig ist, haben wir gesagt, er wird lackiert. Dann geht er in den Kabinenbau und die Kabine wird aufgesetzt. Der Boden wird aufgesetzt, die Tanks werden vorher eingesetzt, elektrische Leitungen werden verlegt und dann kommt die Kabine. Heißt, die Seitenwände, das Dach, das Heck, die Front. Das heißt, wir bauen einen Monocoque, wo die Kabine selbsttragend ist. Wir haben eine leere Hülle, die auf die Straße könnte.
Die Kabine ist komplett selbsttragend. Wir brauchen keinen Möbelbau, um unsere Kabine zu halten. Dann wird die Kabine komplett lackiert, haben wir vorhin schon mal angesprochen, händisch lackiert. Wir sehen es hier nochmal ganz schön, in diesem Fall Silber Metallic mit Zweischichtlackierung. Silber ist schwer bei euch im Trend. Das heißt, das ist eine sehr zeitlose Farbe, sehr wertig. Ja, sieht man jetzt auch zufällig wieder hier alle Fahrzeuge in Silber derzeit. Ist das so die DNA, so ein bisschen Silber bei euch? Ja, ist jetzt ja, gerade wieder auch so ein bisschen im Trend, genau. Aber wir haben durchaus auch natürlich weiße Fahrzeuge dabei oder Camping Weiß. Camping Weiß. Nein, bei uns heißt es Lamborghini White. Das ist eben auch Kundenwunsch, ja, so wie der Kunde es möchte. Ja, ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Ich liebe das. Ich könnte stundenlang nur die Details zeigen. Dieser Zapfen. Ja, genau. Das ist eben die Zweipunktverriegelung einer Klappe mit einem Einschlosssystem. Das heißt, wir haben hier so einen Schlosskasten gebaut, wo wir sagen, wir haben rechts und links die Verriegelung. Ein Schlosskasten aus Alu mit drüber, der wird noch abgekantet. Aus richtig schön sauber abgekanteten Alu mit Edelstahlschrauben. Ja, da kann man sich vorstellen, das muss für die Ewigkeit sein. Ja. Und von außen haben wir dann eben nur ein Schlosssystem. Das heißt, ich möchte als Kunde nur ein Schloss betätigen, aber zwei. Eine Zweipunktverriegelung habe. Ja. Toll. Und natürlich dann zusammen mit den Gasdruckaufstellern, mit den Haltern hier eben auch in Alu mit Edelstahlschrauben. Ich meine, das macht schon Spaß. Ja, ist ja auch das, was man sieht. Wenn man, ich sag mal, man kann es für etwas weniger Geld auch richtig schlecht machen, richtig? Ja, aber ich sag mal so, ob ich da eine Edelstahlschraube reindrehe oder eine verzinkte Schraube, das kostet ja in dem Sinne nichts. Aber es ist ein riesen qualitativer Unterschied. Ja, das sagst du so, aber ganz oft Edelstahlschrauben sieht man selten im Einsatz. Ja gut, aber wir machen es halt. Was ist da drunter? Hier befindet sich jetzt die Heizung. Ah, eine Scherheizung! Das heißt genau, wir haben hier eine 17 kW Dieselheizung. Das ist eine Blaubrennerheizung, die ich sag mal, annähernd geruchsneutral verbrennt. Das ist ein System, was man sonst nur im Apartmentbereich findet, wo kleine Apartments mit beheizt werden. Und hier schaffe ich es eben, mit den 17 kW dieses Fahrzeug mit den 3 Slideouts zu beheizen. Und ich, das ist das Interessante, habe die Warmwasserbereitung wie ein Durchlauferhitzer und kann wirklich duschen, bis der Tank leer ist. Bis der Tank leer ist, genau. Es gibt auch einen Festwasseranschluss hier? Natürlich. Es gibt einen Citywasseranschluss, genau. Den haben wir im Wasserfach nebenan gehabt. Hier haben wir die Dieselbetankung. Übrigens ein Original Mercedes-Benz-Tank. Ich weise nur darauf hin. Ja. Aus Edelstahl. Mhm. Fassungsvermögen 300? Der hat jetzt 390 Liter, genau. Wir haben auf der anderen Seite noch einen weiteren Dieseltank, der im isolierten und beheizten Bereich sitzt. Das heißt, du musst dir vorstellen, der Kunde möchte in die skandinavischen Länder fahren, meinetwegen bei minus 30 Grad, minus 32 Grad. Dann könnte es sein, dass dieser Diesel in diesem Originaltank flockig wird. Mhm. Dadurch, dass wir dann den weiteren Dieseltank haben, isoliert und beheizt, weiß ich, dass der Diesel nicht flockig ist. Das heißt, meine Heizung funktioniert auch dann noch. Das wäre natürlich tragisch, wenn wir das nicht hätten und ich nicht mehr beheizen könnte. Ja, ihr habt natürlich auch ich habe gesehen, einen Filter hier. Das ist der Dieselfilter? Ja, genau, das ist der Vorfilter, der... Für die Heizung? Mhm, genau. Oh, ist das so schön gemacht? Das ist, ich hab zweimal Strom natürlich. Das heißt, ich könnte auch mit einmal Strom arbeiten? Ja, das ist immer die Frage. A, was habe ich für einen Stromverbrauch im Fahrzeug? Welche Verbraucher habe ich derzeit an? Und die nächste Frage ist einfach, was habe ich für Möglichkeiten, an welchen Stromanschluss komme ich? Habe ich einen 6 Ampere Stromanschluss außen? Habe ich einen 12 Ampere Stromanschluss? Netzausgleich, das große Thema, richtig? Ja, genau, das kommt danach. Aber wir haben hier halt die Möglichkeit, 2x 6 Ampere zum Beispiel reinzuholen. Ja? Ach so. Und schaffen es somit eben dann schon 12 Ampere zu generieren. Und dann kommt noch der Netzausgleich. Ja? Und, Netzausgleich bedeutet, ich bin jetzt zum Beispiel in Italien auf dem Campingplatz. Da habe ich schon mal gesehen, kein Witz, 3 Ampere. Ja, genau, gibt es durchaus. Und mit 3 Ampere komme ich bei so einem Fahrzeug nicht wirklich weit. Jetzt könnten wir 6 Ampere schon mal generieren durch die beiden Stromanschlüsse. Und eben über den Wechselrichter habe ich die Chance zu sagen, okay, über meine Batterien puffer ich weiteren Strom dazu, je nachdem, was im Fahrzeug genutzt wird. Okay, das heißt, da fliegt nichts raus. Ich kann zeitgleich die Mikrowelle anmachen, den Föhn betätigen. Wie stark ist denn der Wechselrichter, den er drin hat hier? Gut, das ist immer Kundenwunsch. Das ist natürlich die Frage, was ich mit dem Kunden bespreche. Was will der Kunde machen? Ja?
Ob das ein Quattro 5000 ist, also 5 kW? 5 kW, beziehungsweise 5000 VA, das ist ja noch ein kleiner Unterschied. Ja. Aber das ist eben mit dem Kunden abzusprechen, was macht er, wo hält er sich mit dem Fahrzeug auf, wie nutzt er das Fahrzeug und dementsprechend legt man das Fahrzeug aus. Ja, wir werden gleich mal reingehen, aber zunächst mal, das ist ja wie Weihnachten hier so ein bisschen. Hinter jeder Klappe ist was anderes. Und das Interessante ist, auch bei jedem Auto ist auch hinter jeder Klappe was anderes. Denn der Kunde kann frei bestimmen, wo er was gerne hätte. Mehr oder weniger, sage ich mal. Hast du recht, mehr oder weniger. Manche Sachen sind natürlich gegeben. Wie hier zum Beispiel der Auspufftrakt. Der ist da und auch den wollen wir nicht verlegen, weil das... Ich habe eine ganz kleine Bitte, wenn du mal gerade so lieb ist, noch mal zumachst. Ja. Ich will mal kurz das Geräusch mal filmen, wenn du aufmachst. Hast du es gehört? Ja, ich kenne das Geräusch schon seit ein paar Jahren, ja. Das klackt so richtig. Ja, das Zumachen ist noch viel schöner. Mach mal zu. Ich mache das normal nur bei Autos. Nochmal auf und zu. Das ist klasse. Da hört man schon diese Stabilität, dieses satte ins Schloss gehen, ja, auch wieder hier über die beiden Doppelverriegelungen. Das macht einfach Spaß, das macht einfach Laune. Gab es da Leute, die das schon ein paar Mal hintereinander gemacht haben? Oh, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, vielleicht, ja. Stark. Also auch hier die gleiche Verarbeitung. Hier habe ich ein Staufach? Ja genau, hier habe ich jetzt ein Staufach, was man rein theoretisch auch durchgängig bauen könnte. Ihr habt noch eine Heizung drin? Hier haben wir noch eine zusätzliche Webasto Dieselheizung drin. Damit die große nicht. Ja. Ne, das ist eine reine Backup-Lösung, ja. Dass man sagt, okay, angenommen, die würde mal ausfallen, dann ist nicht kalt. Die Chance zu sagen, okay, ich nehme die zweite in Betrieb. Ja. Wie gesagt, hier ist der Auspufftrakt darunter. Das ist ja schon mittlerweile ein Chemiewerk. Das ist ja kein reiner Auspuff, wie er früher mal war, sondern da passiert ja schon was. Schadstoffreduktion, das große Thema, ja. Das ist auch der Grund, warum die Fahrzeuge bei euch alle neu sind. Also es soll ja Ausbau geben, die sich Fahrgestelle kaufen gebraucht. Ich sage jetzt mal aus Kostengründen, das mag ja so sein, aber ihr habt damit immer die neueste Technik. Ja gut, ich sag mal so, das macht keinen Sinn, ein gebrauchtes Fahrgestell zu kaufen, weil wir eben die aktuelle Schadstoffnorm wollen. Wir wollen die aktuellen Sicherheitsfeatures haben, wie Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat. Wir wollen das teilautonome Fahren haben. Und das sind natürlich Sachen, wo man sagt, okay, ich möchte auf das aktuelle Fahrgestell gehen. Nebenbei macht es auch wenig Sinn, nachher bei so einem Fahrzeugpreis dann zu gucken, ob man 20.000 € im Fahrgestell sparen kann, um da ein gebrauchtes zu kaufen. Das heißt, ihr habt für alle Bauteile Werkzeuge formt ihr, oder wie funktioniert das hier mit dem GFK? Wie macht ihr das? Na gut, es gibt, wenn du das hier siehst, das ist eben diese neu designte Front mit der Stoßstange. Das ist eine Einheit, die hier rübergeht. Achso, da ist eine Form für da, richtig? Genau, da gibt es eine Negativform dafür. Das heißt, wir laminieren diese Stoßstangen selber, die sind handlaminiert und entnehmen die dann dieser Negativform und erhalten dann dieses Teil. Und diese Negativform wird natürlich im Vorfeld gefertigt nach CAD-unterstützten Daten, eben gefräst. Und also somit die könnte auch auf Kundenwunsch gefertigt werden. Das wäre theoretisch möglich oder ist es sehr teuer? Ja, das wäre schon möglich. So gigantisch teuer ist das auch gar nicht. Ja, was heißt teuer? Also hat es noch nicht gegeben, weil die meisten sagen, das gefällt uns so und so macht es Sinn. Warum auch immer. Also ich sage mal so, das wäre theoretisch möglich. Das heißt, ihr seid eine Manufaktur, kann man das so sagen? Wir sind absolut eine Manufaktur. Das ist ein klassischer Fahrzeugbau. Wie wir vorhin schon gesagt haben, angefangen vom Chassis. Wir pressen die Wände selber, wir lackieren selber, wir haben eigenen Möbelbau komplett. Wir machen die Technikkomponenten, Heizung, Wasser, Elektrik, alles selber bei uns im Haus. Nur so schaffe ich ein High-End-Fahrzeug auf die Räder zu stellen und auch auf Kundenwunsch wirklich einzugehen. Viele Klappen, denn ich sag mal, man möchte ja auch was verstauen. Aufgrund dessen, dass natürlich das Fahrzeug hinten drin steht, ist die Heckgarage dann belegt. Ja, klar, wenn ich so einen großen PKW dabei habe, ist es eben so, dass die Heckgarage dann schon recht belegt ist. Beim AMG GT, bei so einem großen Sportwagen, ist es fast nicht möglich, daneben noch Fahrräder zu platzieren.
Beim Mini, beim Smart, beim Fiat 500 schaffen wir es noch daneben 2 Fahrräder zu platzieren. Ja, hier eben nicht und somit ist es schön, wenn man hier nochmal irgendwie ein bisschen Stauraum hat für Tische, Stühle, vielleicht ein bisschen Wein, das, was die Kunden so mitnehmen. Ne? Ist das der Dieseltank? Nein, das ist jetzt der AdBlue. Der AdBlue-Tank. Ist ohne Witz, guckt euch den. Wäre klein. Volumen? Hat jetzt 65 Liter. Nochmal, 65 Liter AdBlue. Ja, genau. Mhm. Ich habe bei mir 20 im Iveco. Ja, okay. Gut, wir wollen halt nicht so oft AdBlue tanken. Gut, der Verbrauch ist jetzt auch nicht so gigantisch. Aber von daher... ich wollte es nur erwähnen. Ja, er ist auch blau, der Stopfen, aber so von der Größe her hätte es auch ein Dieseltank sein können. Ja, genau. Okay, verstanden. Ja, toll. Wie du siehst hier in den Staufächern die Heizung. Das heißt, wir wollen hier bei Minusgraden keine 20 Grad drin haben, aber wir wollen natürlich keinen Frost da drin haben. Ja? Und somit auch keine Kondensation. Und das ist durch diese Heizschleifen hier gewährleistet. Okay, das heißt, ihr habt im Prinzip die Heizung hier einmal durchgelegt. Dadurch habe ich Plusgrade. Es kann nicht frieren. Ja, genau. Es kann nicht frieren, es wird nicht frieren und damit ist alles safe. Auch wenn ich da eine Kiste Wasser drin stehen habe, passiert da nichts. So, du kennst das Auto in- und auswendig. Vielleicht, ich nehme an, die ist zu jetzt die Klappe. Was ist da drunter? Hier haben wir jetzt diesen zweiten Dieseltank, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, diesen Zusatzdieseltank, wo der Kunde sich aus einem isolierten, beheizten Tank nochmal bedienen kann. Das heißt, er kann umschalten zwischen den Original-Dieseltank, der nicht isoliert, nicht beheizt ist, oder eben diesem Zusatztank. Innen ist da ein Schalter, oder? Nee, er hat einen 3-Wege-Hahn, den er umlegen kann und hat damit alle Möglichkeiten. Und wenn sogar eine Notreserve, sage ich jetzt mal, mit dem Hahn? Absolut, genau. Ich habe zu den 390 Liter Standard Mercedes-Tank eben noch diese 160 Liter zusätzlich. Ja gut, der ist halt dann für die Heizung da. Dürfte ich da auch Heizöl tanken? Nee. Nein, das ist nicht erlaubt. Okay, das war nur so eine Frage. Gut, ist ja mittlerweile ist der Preisunterschied ja nicht mehr so groß. Ist übrigens ganz nett im Moment der Dieselpreis. Wenn man tankt, ist man kein halbes Vermögen los. Bei rund einem Euro pro Liter macht Spaß, oder? Ja, genau. Das ist noch recht überschaubar und das ist ganz angenehm, ja. Amerika lässt grüßen. Ein Cummins. Habe ich noch nie gesehen im Deutschen. Ja, die verbauen wir sehr, sehr gerne, weil die auch eben sehr stabil laufen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich den Generator, der ja nicht ständig läuft, ja, den benutze ich nur ab und zu vielleicht mal, wenn ich die Batterien nachladen möchte. Ich habe keinen Stromanschluss, möchte die Klimaanlage betreiben. Das heißt, der ist sporadisch im Einsatz und dann ist es einfach wichtig, dass die laufen, dass die funktionieren und das ist bei diesen Dieselgeneratoren so und funktioniert problemlos. Okay, das heißt, ihr habt das natürlich speziell gedämmt. Man hört den wahrscheinlich schon ein bisschen innen, oder? Ja gut, man muss fairerweise sagen, das ist ein Verbrennungsmotor und ganz geräuschlos ist er nicht, aber das ist auf jeden Fall recht angenehm und auf jeden Fall auszuhalten. Man kann ihn während der Fahrt auch betreiben? Ja, man kann ihn auch während der Fahrt betreiben. Mhm. Ihr habt da einen Ladebooster drin, nehme ich an. Ich nehme an, der macht nicht nur 30 Ampere, sondern wahrscheinlich 200 oder sowas. Ja, genau. Wir haben die Chance, über mehrere Ladewandler eben den Strom während der Fahrt zu generieren. Das heißt, die Aufbaubatterien während der Fahrt auch zu laden. Und auch da ist es eben die Frage, was macht der Kunde? Lässt er während der Fahrt die Klimaanlage laufen? Setzt man einen Ladebooster mehr ein? Lässt er die nicht laufen? Wie will er es haben? Ja? Eine Frage, das geht automatisch oder kann der Kunde das entscheiden, wie viel Ladebooster er zuschaltet? Nee, da passen wir dann drauf auf, dass wir wissen, wir wollen die Batterien nicht schädigen, denn je mehr Strom ich die beschicke, umso eher geht die Lebensdauer von so Lithiumbatterien zurück. Das heißt, ich muss aufpassen, wie viel Strom kann ich denen wirklich geben, ja? Gerade bei Lithium. Und da passen wir dann schon drauf auf. HPC, wir haben schon darüber gesprochen, das sind die Hubstützen, richtig? Das sind die Hubstützen, beziehungsweise nicht nur die Hubstützen, sondern wie wir wissen, wir haben 3 Slide-Outs, die hydraulisch betätigt werden. Wir haben die hydraulische Heckklappe, die betätigt wird. Wir haben die Plattform, die Pkw-Plattform, die hydraulisch betätigt wird. Und das passiert alles hier über das Hydraulikaggregat, eben auch mit dieser Nothandbedienung. Das heißt, das ist dieser Hebel hier. Achso, da kann man einen Hebel reinmachen. Da steckt man einen Hebel rein, wo man dann sagen kann, ich kann jetzt hier, wenn es mal so wäre, dass meine Batterien leer sind oder dass ich ein technisches Problem habe. Ohne Elektronik. Ja, genau, könnte ich mechanisch noch helfen.
Birdview, ja, das habt ihr eingebaut. Das heißt nicht nur eine Kamera, sondern rundherum. Ich habe 360-Grad-Blick. Der einzige Nachteil, es gibt wahrscheinlich auf dem Dach keine Kamera, oder? Ja genau, die brauchen wir aber auch nicht, weil durch diese 4 Kameras, die am Fahrzeug verteilt sind, das heißt an der Front, an den beiden Seiten und am Heck ist jeweils eine Kamera. Ja. Und aus diesen 4 Kameras wird ein Bild zusammengebaut, die der Fahrer sieht und eben sein Fahrzeug wie von oben sieht. Das heißt, wie wir früher mit Matchbox-Autos gespielt haben, kannst du heute so ein Reisemobil bewegen, ohne irgendwo anzuecken. Das ist so, ja. So, wir gehen am besten mal rein, denn ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben 50 Minuten und man könnte stundenlang drüber sprechen. Wir drehen das Video übrigens deswegen so intensiv, weil immer mehr Leute sich für die Technik interessieren. Und es gibt ja viele, die fangen klein an, sage ich jetzt mal, kaufen sich das und erkennen dann mal den Unterschied, was ist denn hier eigentlich anders bei so einem Fahrzeug? Ja. Weil so die Fenster, die sehen aus wie ein Wohnwagen, sind es aber nicht. Das ist zum Beispiel Echtglas. Das ist natürlich Echtglas. Auch doppelt verglast und das ist schon was Tolles, genau wie das schwarze Fensterband hier auch. Auch Glas. Auch das ist echt Glas. Das heißt, auch wenn du da mal mit einem Baum mit einem Ast dran lang fährst, dann ist da nicht sofort eine Dische oder ein Kratzer drin. Ja. Das ist sehr hart, richtig? Das ist ja eben glashart. So, wir gehen mal rein, denn die Patricia ist schon drin. Übrigens nicht zu erwähnen ist die Markise, die natürlich rausgefahren werden kann, elektrisch. Und da oben habe ich noch einen Bewegungssensor, das heißt, ihr könnt wahrscheinlich das einschalten, wenn niemand da ist, macht's klack? Ja, der steuert jetzt die Außenleuchte mit Bewegungsmelder eben und gleichzeitig die Alarmanlage ist hier mit einer LED angezeigt. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Ihr habt in der Tür auch Glas aufgebracht, damit das alles optisch perfekt aussieht. Ja, natürlich. Das Fensterband muss ja in einer Linie durchgehen. Ja. Das darf ja nicht unterbrochen werden, indem wir sagen, wir machen da nichts. Nein, wir wollen auch da, dass das schön sauber durchläuft. Okay, super. Bitte schön. Ich darf dir vielleicht mal ein kleines Detail zeigen. Wir müssen nämlich die Tür nicht zuschmeißen, sondern wir legen die nur an. Ja. Und der Rest passiert dann von selber geräuschlos. Das heißt, ich schaffe es auch nachts ins Wohnmobil reinzukommen, ohne den ganzen Campingplatz aufzuwecken. Oder die Ehefrau oder den Ehemann. Ja, genau. Ja, wenn da ist. Ja, jetzt ist hier natürlich das Gleiche nochmal quasi eingebaut. Die Treppe, ihr habt natürlich hier im Messebetrieb die Treppe jetzt deaktiviert, aber auch das ist wahrscheinlich ein Highlight. Gucken wir uns ein andermal an. Auch hier die Tür, da ist jetzt Leder drauf. Auch Eigenbau, ja, in diesem Fall Leder, weil wir einfach mal eine andere Variante zeigen wollten. Wir haben hier ein Perfect 1200 als Platinum. Das heißt, das ist ein Sondermodell und dieser Platinum kennzeichnet sich unter anderem eben aus dieser Lederbeplankung der Tür und eben zweifarbig, das heißt im Griffbereich nicht so empfindlich. Und, ach so, klar, natürlich. Genau. Wenn ich da jetzt mit dem Finger mal reinkomme, ich komme vom Strand oder was weiß ich, dann ist das kein Problem. Das ist kein Problem. Und eben dieses Türleder abgestimmt auf die Lederfarbe im Fahrzeug. So, ich zeige mal gerade hier diese so Kleinigkeiten wie die Scharniere von der Tür. Da sind es gleich 4. Die Tür wird einiges wiegen. Ja, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, was sie wiegt. Das ist nicht so schlimm, aber sie sieht ziemlich massiv aus. Recht stabil ja. Nochmal, bitte nochmal leicht anlehnen und zumachen. Ich muss diesen Mechanismus feiern. Hast du was gehört? Eben nur so einen kleinen Motor. Warte, auf und zu nochmal. Ich finde das mal gerade. So, ich war jetzt ganz nah dran übrigens, man hört gar nichts. So soll es sein, genau. So, wir gehen mal rein, direkt am Eingang. Das ist so, ich sag mal so die Stufe. Links habe ich so eine Feinsteinzeug. Ist das echtes Feinsteinzeug? Selbstverständlich, da fängt es eben schon mit dem Feinsteinzeug an, mit dem Material, was wir nachher auch im Innenraum verlegt haben. Dort aber ihr habt echtes Feinsteinzeug. Gut, das gibt es mittlerweile sehr, sehr dünn, muss man sagen. Also dünn. Aber ihr habt wahrscheinlich da ordentliches verlegt? Wir wollen nicht mit dünn, wir wollen mit richtig. Und das ist eben das Handelsübliche, was man bekommt, um eben dort auch Masse zu bekommen. Und, also Feinsteinzeug hat den Vorteil, es nimmt überhaupt keine Feuchtigkeit auf. Das heißt also, es ist vollkommen pflegeleicht. Es sieht mittlerweile, man kann alles damit abbilden. Das ist der Hammer. Also ich kann Marmor, ich kann was das Herz begehrt, ja, Holz sogar. Auch Holzoptik wird ja mittlerweile dargestellt, sieht auch sehr schick aus. Da haben die Kunden wirklich die freie Wahl. Und teilweise
nehmen Sie vielleicht sogar Material, was Sie zu Hause schon verwendet haben, weil es schön ist. Und ja, da sind wir recht flexibel. Ich liebe diesen Filz, denn der ist so robust, ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn da ist man nun wirklich unter Umständen ja mal grob unterwegs, also je nachdem, wie man es macht. Ja, genau, das ist eben die Idee dabei, dass man sagt, okay, wir haben hier einen super robusten Eingangsbereich, wo man vielleicht doch mal mit Schuhen reingeht und ein bisschen Dreck mit reinbringt. Und da ist diese Sauberlaufzone eben absolut robust und widerstandsfähig und ja, das macht Spaß und das sieht eben auch nach 5 Jahren noch so aus. Der Griff ist natürlich beleuchtet, das macht Sinn. Das heißt also, es gibt nichts Schlimmeres wie bei, ich nehme an, 6 Stufen zu stürzen. Und das bedeutet, auch der Eingang ist breit genug. Wenn du mal kurz reingehst, bitte, dass du dich mal reinstellst. Ja, wobei ich vielleicht eben ergänzend sagen kann, wie dir auffällt, sind viele Stufen innen. Ja? Das heißt, wir haben lediglich 2 Stufen außen und habe damit einen recht sicheren Aufgang. Das kannst du da sehen, da fahren die Stufen raus, das ist dann eine Doppelstufe und ich habe die restlichen Stufen dann innen. Das heißt, ich bewege mich im gesicherten Bereich, ja, und bin nicht hier vorne auf 3 Stufen unterwegs, was recht gefährlich ist, sondern ich laufe geführt nachher auf den inneren Stufen und vielleicht auch nach einem Glas Rotwein ganz interessant. Da ist die Patricia. Patricia, ich werde dir erlauben, wir sind die Einzigen, die da sind. Wir werden gleich die Abstände einhalten. Wenn wir die Tür zumachen, dann darfst du mal die Maske absetzen, denn wir beide sind ja eh zusammen. Und ich würde dich bitten, dass du auch mal kurz die Maske dann ausziehst. Wir werden die 1,50 Meter abhalten, sodass gewährleistet ist, dass wir kein Problem haben. Jetzt sind wir drin, mach ruhig zu und die Maske runter, denn es wäre schade, wenn wir das hier mit Maske drehen würden, weil wir ja jetzt nun wirklich in einem Bereich sind. Vielleicht kurz als Hinweis, die Messe lässt es zu, wenn ihr mit Kunden sprecht, in einem gesicherten Bereich, wo man zu dritt ist, die Abstände einhält, wie im Restaurant, darf man die Masken ausziehen, korrekt? So ist es wie im Restaurant, sobald ich am Tisch sitze und einen Kaffee trinke oder ein Getränk zu mir nehme. Ja, das ist halt mit Maske auch schwierig. Also, und dann eben den Abstand wahren, dann denke ich mal, ist das okay. Super, also bitte nichts sagen. Ich muss das hier erstmal filmen. Ich bin jetzt auch mal ruhig. Es fällt mir schwer, nichts zu sagen, denn... Ich schalte vielleicht zwischendurch mal die Klimaanlage ein. Ja, mach mal an. Sodass du hörst... mach mal, die läuft gerade. Was du eben nicht hörst, du hörst jetzt eine Klimatisierung, das heißt, wir hören ausströmende Luft. Patricia, hörst du? Ja. Aber du wirst nicht angepustet, sondern die verwirbelt sich hier. Warum? Dadurch, dass wir hier so einen Dom haben, wo wir die Ausströmer haben, die Klimaausströmer haben, die sich gegenseitig anstrahlen, wird die Luft hier verwirbelt und fällt ganz sachte runter. Und ich werde nicht irgendwo in irgendeinem Bereich angeströmt. Und das ist eben die Klimaanlage, die wir vorhin schon hatten. Kompressoreinheit unterm Fahrzeug, Verdampfer im Fahrzeug gebaut, im Möbel integriert und eben über Klimakanäle hier in den Dom eingeführt und ist einfach super angenehm. Also ich habe eben festgestellt, als wir reingegangen sind, es war ein bisschen feucht hier drin, also man hat so ein bisschen stickiges Gefühl. Jetzt ist die Klimaanlage gerade mal 60 Sekunden an, du merkst es, gell? Es ist deutlich besser. Und hast du dir dieses Design angeschaut? Das sticht einem ja direkt ins Auge. Das ist sieht übrigens, es sieht so hell im Moment aus. Ja, im Original ist es noch dunkler und etwas satter, kann ich Ihnen sagen. Und dort ist der Lüfter auch integriert. Der ist natürlich auch mit Elektrifizierung. Das heißt, ich kann saugen oder drücken, richtig? Genau, ich kann ihn auf rein oder raus stellen. Wenn ich koche, würde ich die Abluftphasen nach draußen bringen wollen und ja, somit für einigermaßen Geruchsneutralität sorgen. Und Sven, hast du dir diesen Fernsehen angeschaut? Nochmal bitte, wenn du es sagst. Hast du dir diesen Fernsehen angeschaut? Wie viel Zoll sind das? Das sind jetzt 43 Zoll. Die wir, wie ich finde, ganz gut integriert haben. Und jetzt müsst ihr euch folgenden Fall vorstellen. Ja? Dort läuft Fußball, wo vielleicht der Mann ein bisschen interessierter ist. Die Frau sagt, schon wieder Fußball. Wir stehen aber mit der Front Richtung See. Ja?
Und ich gucke hier unten durch die Frontscheibe Richtung See. Ja, das können wir uns jetzt nicht richtig vorstellen, weil da irgendwie bin ich am See stehen. Aber stellt euch das vor, ich kann Fußball gucken. Die Frau hat die Möglichkeit, auf den See zu gucken. Glas Rotwein dazu. Harmonie pur. Ja, der Wein, der steht ja schon. Und denn wir haben hier nicht nur einen Tisch, sondern zwei. Genau. Wir haben hier vorne einmal den Lounge-Bereich, wo wir sagen, da hat der Kunde die Möglichkeit, sich abends eben gemütlich zurückzuziehen, ja, vielleicht Fernsehen zu gucken, einfach nur einen Rotwein zu trinken. Wir haben die Möglichkeit hier, ach, du machst es schon, ja, toll, die Fußstütze auszufahren. Ja, und habe gleichzeitig die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, hier im hinteren Bereich, gegenüber der Küche, kann ich mich schon mal aufs Essen vorbereiten und nach dem Essen kann ich vielleicht noch arbeiten am Laptop. Also so habe ich einfach verschiedene Möglichkeiten, mich hier so ein bisschen zurückzuziehen. Diese Möglichkeit besteht natürlich in der Regel nur bei so einem 12 Meter, wo ich auch die Möglichkeit und die Länge dazu habe. Und hier kann ich auch mein Smartphone laden, richtig? Genau, da ist im Tisch integriert eben ein Smartphone-Charger, das heißt, ich hampel nicht mehr mit irgendwelchen Kabeln rum, weiß man, wie ätzend das ist, sondern man legt das Smartphone auf den Tisch und egal wo? Wird dann geladen. Nein, egal wo nicht. Ich habe schon dort einen gewissen Bereich, wo das ist. Ja, da, wo das Papier steht. Und da wird es dann geladen. Ich mach mal die Hülle auf. Cool. Und man hat hier auch... Ich weiß gar nicht, ob der jetzt eingeschaltet ist. Ach so, ja, das kann sein. Und man hat hier auch eine Surround-Anlage. Das heißt, man kann sogar Fußball mit gutem Ton schauen. Ja, genau. Wir haben hier eine Bose Lifestyle integriert. Das heißt, ja, du filmst es gerade, da oben in den Klappen integriert die Frontlautsprecher. Hinterm TV ist der Center, den sieht man jetzt nicht. Und eben die Bassbox gibt es hier unten, den Subwoofer und den Tisch. Da steht er. Und dann noch die Rear-Speaker hier im hinteren Bereich. Ja, und so habe ich natürlich... Die Rear-Speaker sind wo? Die sind hier dort hinten. Also ich habe den wirklich Dolby Surround oder TRX. Home Cinema Center hier und das macht schon Spaß. Also, nochmal zusammenfassend. Das hier ist quasi ein Apartment auf Rädern, korrekt? Ja, diesen Begriff greife ich auch gerne auf, weil viele, die hier dann in das Wohnmobil reinkommen und sagen, oh, der ist ja gar nicht so groß, der ist ja hier schon zu Ende an der Vitrine. Und dann muss ich doch mal darauf hinweisen, nee, wir sind hier wie in einem Apartment, denn es geht hier hinten noch weiter. Über 3 Stufen gehe ich in den hinteren Bereich, nämlich nachher zum Schlafraum und eben zum Bad. Und jetzt kommt eben das, was wir vorhin schon mal hatten mit der Stehhöhe. Ja? Denn wir stehen, sobald wir hier hochgehen, auf der Motorhaube von dem Sportwagen. Heiko, warte mal, ich zeig mal gerade was. Das geht mir alles zu schnell. Denn ich weiß, liebe Zuschauer, wir haben jetzt schon eine Stunde rum, ja. Aber das ist so gut, dass man Details zeigen muss. Diese Jalousie, ist die wirklich aus Holz? Ja, die ist wirklich aus Holz, ja. Ihr habt eine Holzjalousie hier eingebaut. Mhm, genau, ja. Das ist ja mal scharf. Ja, aber das ist eben so, wie wir es im gesamten Fahrzeug haben. Wir haben Komponenten verbaut, die wirklich sehr hochwertig sind. Gut, so eine Jalousie, die machen wir jetzt nicht selber, die kaufen wir auch zu. Aber ansonsten ist der Möbelbau, den fertigen wir komplett selber mit einer hochkarätigen Mannschaft. Und Schreiner, richtig. Das sind richtig gelernte Möbeltischler, ja, Möbeltischler, die wirklich einen sehr hochwertigen Möbelbau fertigen. Und hier kannst du auch mal gegenklopfen und mal ein bisschen dran rütteln. Also das ist schon sehr stabil. So, was ich immer gerne zeige, ist das Fliegenschutzgitter. Denn das ist so ziemlich das Einzige, was in meinem Wohnwagen den Tabapuccini 45 TD gleich ist. Das hat meine Frau ins Nachrüsten lassen. Okay. Und cool, von oben nach unten. Und die Sicherheitsdurchsage kommt wieder. Was ich toll finde, ist dieser, ich zeige das mal gerade hier, wenn wir jetzt ganz nach hinten gehen, man kann den kompletten Raum nutzen, man hat gar nicht das Gefühl, man ist im LKW drin. Und hier hinten, lieber Heiko, da geht das hoch. Das heißt also, ich verlängere praktisch die Höhe durch diesen Winkel. Ja genau, ich gehe jetzt hier
an der Küche, an der Dinette, an diesem zusätzlichen Tisch vorbei, Richtung Bad, Richtung Schlafraum. Die Patricia macht gerade den Kühlschrank auf, in diesem Fall ein Kompressorkühlschrank. Von Kissman. Von Kissmann, die ja eigentlich recht gut sind. Deutsch? Ja, genau, für den Fahrzeugbereich ausgelegt sind, mit einem zusätzlichen Eisfach, genau. Und wir haben hier halt ein Fahrzeug, was komplett gasfrei ist. Ja? Wir haben vorhin die Dieselheizung gesehen. Wir haben die Dieseltanks gesehen. Da haben wir jetzt den gasfreien Kühlschrank. Wir haben da oben die elektrische Mikrowelle, Backofen, Grilleinheit. Von Miele, selbstverständlich. Und hier dann das Induktionskochfeld. Das ist auch 230 Volt. Das ist eben auch 230 Volt. Und mit den starken Lithiumbatterien und mit der Solaranlage obendrauf haben wir da gar keine Sorgen, dass wir da eben genügend kochen können. Ja? Hier habe ich noch ein Gimmick mit einer herausziehbaren kleinen Ich darf mal ganz kurz was sagen. Ich habe dieselbe Kaffeemaschine. Wo habt ihr diesen Halter her? Gibt's den? Oder habt ihr den selber gemacht? Du, den kannst du bei mir bestellen. Den will ich haben. Ja, kein Problem. Den schickst du mir. Ich will den so haben, denn ich brauche ihn zweimal. Ich habe diese Kaffeemaschine. Ich habe den Halter nicht. Ja, kannst du von mir bekommen, gerne. Der ist so geil. Ja. Ja, es sieht doch nett aus und ich kann die halt hinter den Kühlschrank dann zurückschieben und dann ist sie weg. Ja. Und abgemacht. Ich krieg so einen Halter. Okay. Super, kriegen wir hin. Das Schöne ist, ich kann es zumachen, ich kann es verriegeln. Jetzt ist es aber so, das Fahrzeug fährt so smooth wahrscheinlich, dass man ihn auch draußen lassen könnte. Wenn da keine harten Bremsmanöver kommen, da fällt nichts um während der Fahrt, oder? Ja gut, ich muss natürlich schon so eine Küche abräumen und gucken, dass ich da nichts liegen lasse. Das ist natürlich klar. Aber das ist nicht vergleichbar mit einem PKW, wenn ich in die Kurven fahre? Nein, natürlich nicht. Das ist schon alles sehr safe. Aber wie gesagt, ich kann natürlich keinen Kürbis dort liegen lassen. Ja, Franke habe ich auch zu Hause übrigens. Wenn du ganz kurz nochmal auflässt, ich muss das einmal, das spiegelt so schön in meinem Licht. Ja. Und das ist auch richtig, richtig tief, die Spüle. Also da kriegt man viel unter. Ja, leider ist keine Spülmaschine da an Bord. Meinst du nicht? Vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Oh. Ich guck mal nach. Ich glaube, hier könnte was sein. Tatsächlich. Oh. Mach noch mal zu, bitte. Du bist ein gemeiner Kerl. Denn ihr habt, um die Optik nicht zu unterbrechen... Schau dir die Linie an. Ist das nicht cool? Also das ist eben das was wir so mögen. Ja? Wir mögen eine schlichte Eleganz. Das soll nicht heißen, dass wir total zurückhaltend im Design sind. Nein, wir wollen schon Design, aber wir wollen ein recht schlichtes Design, eine Linie, die sich durchzieht. Und wenn du dieses Auto mal anschaust, findest du diese Linie. Ob am Hängeschrank oder an den Hängeschränken, an so einer Decke und eben auch im Küchenbereich. Ja? Und hier wäre es natürlich jetzt einfacher gewesen, man würde die Front einfach durchziehen und hätte auf diese Fuge dort verzichtet, aber das ist doch gerade das Schöne, dass wir hier die Fuge aufnehmen und eben durchziehen und dahinter verbirgt sich dann eben diese Spülmaschine. Ja. So, und das ist eine Exquisit von? Exquisit. Von Exquisit, ja. Genau. Denn die Leute wollen immer wissen, was ist denn das für eine? Übrigens, die Klimaanlage, das ist sehr angenehm jetzt, oder? Ja, richtig, richtig angenehm. So langsam wird es auch ein bisschen frisch, oder? Ich bekomme schon so ein bisschen... Aber stell dir vor, wir haben ja wegen der Hygiene, wegen des Hygienekonzepts alle Fenster auf. Ja? Und das ist ja eigentlich nicht die Regel. Wenn ich eine Klimaanlage anmache, habe ich eigentlich die Fenster geschlossen. Aber trotz, dass die Fenster komplett offen sind, auch im vorderen Bereich, merke ich jetzt schon Kühlung und die läuft jetzt gerade mal 5 Minuten. Das heißt, die hat richtig Power. Wir reden ja hier in der Halle über 22, 23 Grad. Es kann ja auch mal draußen, die Sommer werden immer heißer, da kann es auch schon mal 35, 40 Grad sein. Ich war in Italien. Die packt das? Ja, die packt das. Die Frage ist immer, wo will ich hin? Ja, und wenn man mit Experten spricht, heißt das immer, Achtung, nicht zu sehr runterkühlen. Ja? Und das brauche ich auch meistens gar nicht. Ich will entfeuchten, das schaffe ich. Und wenn ich nachher so eine Temperatur um 10 Grad absenke, dann ist das schon ein enormes Wohlgefühl, was dann meistens auch schon reicht. Denn es ist wichtig, ist glaube ich auch die Entfeuchtung. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in Italien ist. Draußen sind jetzt abends noch 34 Grad, aber feucht.
Da kann es drin ruhig, ich sag mal 26 Grad sein, aber angenehm temperiert. Ja, genau. Du hast dann ein unangenehmes Gefühl, eben wegen der Luftfeuchtigkeit. Und das ist eben das, was so eine Klimaanlage machen sollte. Ne? Heiko, du hast selber einen C-Führerschein? Ja, selbstverständlich. Wenn du mal lieb bist und dich mal kurz hinsetzt, Ja, dass man okay. mal sieht, das ist der Fahrersitz. Man kann den Sitz vielfältig einstellen. Den kann man elektrisch einstellen. Ob hoch, runter, ob hinten hoch, runter. Hin und her, selbstverständlich. Die Armlehnen kann ich einstellen, die Rückenlehne kann ich natürlich einstellen. Ja, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Naja, das ist schon... Das ist schon besonders doch. Das Schöne ist hier einfach, ich habe einen Kompromiss oder ein Zwischending zwischen einem Fahrersitz und einem Wohnzimmersitz, sage ich mal, Wohnraumsitz. Und das macht diesen Sitz so angenehm, dass ich während der Fahrt eben sagen kann, ich habe hier absolutes Wohlgefühl und kann absolut entspannt fahren. Und das könnt ihr mir glauben, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist. Also ich bin auch mit dem Pkw mal ganz gerne schnell unterwegs, aber wenn meine Frau dann daneben sitzt, dann erkennt die mich gar nicht wieder, wenn ich im Reisemobil sitze. Dann sagt die, Mensch, was bist denn so entspannt? Und ja, das ist einfach so, dass ich hier sitze und sage, okay, und jetzt geht der Urlaub los. Nicht am Zielort, sondern jetzt in dem Moment, wo ich hier sitze. Und da fängt in dem Moment die Entspannung an. Vielleicht geht die Frau noch mal nach hinten, holt eine kalte Kohle aus dem Kühlschrank. Natürlich nicht während der Fahrt, ist ja klar. Nein, wir halten ja dann an, um das Eis zu holen oder den Kühl. USB-C, ihr seid am neuesten Stand der Technik, das heißt also immer mehr USB-C kommt. Auch Apple wird das sehen demnächst. Ja. 24 Volt Buchsen, ich habe aber auch ganz normale USB-Anschlüsse hier. Ich habe eine Kühlbox hier vorne. Sag mal so. In diesem Fall jetzt nicht, eben auch Kundenwunsch. Ja, aber. Natürlich. So, hier vorne habe ich die Parkbremse, die ich da habe. M-Bux ist mit drin. Das ist ein voll digitales Display. Das ist das voll digitale Display, wie es beim neuen Actros eben im Moment der Fall ist, die Serie ist. Ist super angenehm, weil wir natürlich auch eigene Komponenten einfließen lassen können. So haben wir es zum Beispiel, dass wir mit dem Original Mercedes-Schlüssel unsere Aufbautür öffnen können. Das heißt, ich habe keinen gesammelten Schlüsselring mehr, sondern ich habe einen Schlüssel, den Mercedes-Schlüssel, und kann damit unsere Aufbautür betätigen. Genauso ist es hier, wenn ich hier auf die Fensterheber schaue. Ja? Das sind die Originalkomponenten von Mercedes, die wir verbaut haben, und darüber betätige ich jetzt die Seitenscheiben. Ja? Und ja, so hat man immer mehr Möglichkeiten, auch auf das Bussystem einzugehen und da Komponenten zu übernehmen. Hier sehen wir übrigens auch hier so einen Smartphone-Charger. Den Der ist auch original Mercedes? Das ist auch original Mercedes, genau. Hier vorne ist die 3D-Kamera. Nee, nicht 3D, sondern die Rundumsicht, die Birdview. Könntest du die anmachen oder geht das jetzt nicht? Wir brauchen Zündung dafür. Ist nicht schlimm. Ich habe jetzt leider gar keinen Schlüssel hier. Ist nicht schlimm, Von das daher kriegen zeigen wir wir dann jetzt nochmal. nicht an. Also Birdview, da gibt es auch viele Videos, schaut euch das an. Axion, das ganze Internet ist voll mit diesen Videos. Schaut euch mal an, wie das funktioniert. Es funktioniert, kann ich nur sagen. Die Luftfederung, ja, da hast du eine Fernbedienung direkt links bei dir an der Seite. Genau. Original Mercedes. Das ist eben auch original Mercedes, ja. Und hier habe ich die Chance, eben das Fahrzeug in Fahrstellung zu bringen oder abzusenken oder eben anzuheben. Das heißt, wir haben ja hier einen Dreiachser und das geht jetzt eben auch nicht, weil ich keine Zündung habe. Aber ansonsten habe ich hier die Chance, eben über diese Pfeiltasten mein Fahrzeug zu betätigen. Und auch eben Memory-Funktion. Das heißt, es könnte so sein, dass der Kunde eine bestimmte Stellung hat, wo er sagt, oh, ich muss vorne abgesenkt sein, hinten angehoben sein, damit ich in meine Tankentleerung wäre zum Beispiel ein Thema. Ja, oder Tankentleerung auch, genau. Genau. So, jetzt mache ich mal eins. Jetzt dürft ihr mal wieder, ihr kennt das schon, mal ganz nach hinten gehen, damit man das Raumgefühl mal sieht. Denn, Mensch Heiko, da hast du mitgearbeitet an dem Fahrzeug? Ja, klar. Also ich bin für die Entwicklung, für die Konstruktion, fürs Design, für den Vertrieb zuständig. Nochmal, Entwicklung, Konstruktion, Design, Vertrieb, nur die Buchhaltung machst du nicht mehr? Ja, genau, da habe ich nicht so die Ahnung von. Ja, so ein bisschen. Aber ja, das machen wir alles selber. Und, ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute wirklich in vielen Feldern genau wissen, wie es funktioniert. Ja, genau. Das ist, also es ist so, dass auch die Kunden, die in so einem Segment kaufen, natürlich schon sehr viel wissen, was sie wollen, und
auch sehr viel Ahnung, recht kompetent sind, was so ein Reisemobil angeht. Und die merken das direkt, wenn da jetzt ein Verkäufer kommt, der keine Ahnung hat? Die merken das sehr, sehr schnell. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wovon man spricht und nicht nur sagen kann, ja, welches Leder wollen Sie haben, welche Außenfarbe. Nein, ich kann denen auch erklären, wie sich so eine Gewichtsverteilung verhält oder wie eine Gesamtübersetzung des Antriebsstrangs. Ja? Wenn ich größere Reifen habe, wird das Fahrzeug länger übersetzt als bei kleineren Reifen und so weiter. Also da kann ich schon mitreden und das ist für den Kunden wichtig. So fühlt er sich wohl und weiß, dass er bei uns in guten Händen ist und am Ende ein vernünftiges Fahrzeug bekommt. Ja, so Kleinigkeiten hier. Dieser Tisch hat kein Tischbein. Auch das ist nicht trivial. Man könnte sich ja auch mal da abstützen versehentlich oder hinfallen. Dann darf der nicht abbrechen. Genau, das ist etwas, was ich hier gerne wollte. Das ist jetzt der erste Tisch, der so entstanden ist. Die Patricia hat das vorhin gezeigt mit der Fußstütze. Wenn du gerade noch mal so lieb bist. Halte Abstand und mit dem Hochfang? Mit der Fußstütze, ja. Genau. Und dann hast du eben, wenn du da kein Tischbein hast, eben schön die Chance zu sagen, guck mal, ich kann mich auch in die Richtung drehen und habe einfach dort kein Problem. Und da ist ein spezieller Rahmen drunter. Das heißt, ja, du hast davon gesprochen, ich kann mich nicht abstützen. Doch, ich kann mich schon abstützen. Gut, draufsetzen sollte ich mich jetzt vielleicht gerade nicht, aber der kann schon ein bisschen was. Genau, das waren so Kleinigkeiten. Ja, wenn du mir mal zeigst, da ist ein großes Display, das ist leider nur eine Uhr. Es könnte mehr darstellen, aber das geht wahrscheinlich nicht. Doch, das geht. Spaß. Das ist jetzt noch nicht von der Oberfläche her noch nicht ganz fertig. Das ist das erste Fahrzeug, was wir hier mit diesem Bussystem versehen haben. Ich mal fragen, ist das auch CAN-Bus? Das ist CAN-Bus, ja genau. Okay, das heißt, ihr könnt dann die Fahrzeugdaten von dem Schlüssel öffnen, schließen, aus dem CAN-Bus auslesen? Das ist das, was wir in Zukunft wollen. Wir wollen nicht mehr einzelne Komponenten haben, wo wir sagen, oh, ich habe da ein Bedienteil für die Elektrik, für den Wechselrichter von Victron, sondern den habe ich hier drauf. Ja? Die reden miteinander dann? Die reden miteinander und ich kann hier sämtliche Sachen einstellen, die ich auch an dem Color Control zum Beispiel von dem Victron einstellen kann. Genauso ist es eben mit Heizung. Wir haben die Heizungssteuerung hier drüber. Ja, ich habe hier 3 Bereiche, den Wohnbereich, das Bad und den Schlafbereich, wo wir unterschiedlich temperieren können. Das heißt, ich stelle hier die Solltemperatur ein, ich habe hier die Ist-Temperatur. Ja, wir wollen einfach über dieses Panel am Ende schon dann verschiedene Komponenten zusammenführen, aber safe zusammenführen und das ist wichtig. Das heißt, wir brauchen dann einen Moment, um sowas zu probieren. Das ist auch der Grund, warum auch zum Beispiel dieses Fahrzeug zwar verkauft werden kann, aber frühestens in 5 Monaten abgegeben werden kann, weil wir solche Komponenten noch testen wollen. Okay, das heißt, die Firmware, die ihr programmiert, die kann abgedatet werden natürlich? Die muss noch abgedatet werden. Wie gesagt, es ist recht frisch und das soll am Ende schöner aussehen. Mit dem Logo gefällt mir das noch nicht. Die einzelnen Icons sollen noch ein bisschen feiner werden. Gut, es muss ja auch fertig werden für die Messe. Also es funktioniert aber. Naja, man muss halt irgendwann damit anfangen und sagen, man checkt es und es funktioniert ja alles. Es ist ja, ich sag mal nachher, eine Schönheitssache, eine optische Sache, die ich vielleicht noch verbessern will. Aber funktionieren tut es schon. Okay, sehr schön. Rechts daneben, das ist Lichtsteuerung? Das ist die Lichtsteuerung. Das heißt, wir sehen da oben S1, S2, da habe ich Memory-Funktionen. Ich kann Szenen einstellen. Das heißt, der Kunde kann sich Szenen abspeichern und sagen, oh, wenn ich Fernsehen gucke, habe ich ganz gerne die indirekte Beleuchtung an. Von mir aus noch die Glasvitrine und noch ein Fußlicht oder hier im Bereich des Einstiegsgriffes. Und das speichert er sich dann ab und braucht nicht die einzelnen Lampen schalten, die einzelnen Dimmkreise schalten, sondern ich kann hier dann eben auf S1 drücken und habe dann dort was abgespeichert. ABL kommt nicht aus dem Campingbereich. Nein, genau. Ist auch ein System, was wir jetzt schon ein bisschen länger einsetzen. Funktioniert? Ja, funktioniert sehr gut, klar. Sehr schön. Was mir gut gefällt, ist hier die kleine Abdeckung, die hier wirklich wie aus einem Guss. Ich glaube, das ist auch Teil des Systems, dass ihr die Original-Fernbedienung so eingelassen habt. Ja, cool. Ist da noch was drunter hinter der Klappe? Ja, kann ich ruhig zeigen. Da ist noch ein bisschen was dahinter. Und das ist eben das, was wir nachher in Zukunft implementieren wollen in unser System, was jetzt noch separat ist. Hier kann ich zum Beispiel den Generator ein- und ausschalten. Ja. Hier habe ich das Klimabedienteil. Das heißt, im Moment steht er auf einen Kompressor. Ich kann den umschalten auf Doppelkompressor. Das heißt, ich hätte noch mehr Leistung. Ist der über Funk oder ist Infrarot hier bei der Klimaanlage?
Das heißt, ihr habt den Sensor dann verlegt dann? Ja, der ist hier außen, das heißt, der Empfänger ist hier außen, die Fernbedienung ist hier drin. Warte, ich zeig das mal gerade. Denn die Frage stellt man sich ja, wenn man dann so Komponenten... ich sehe es, okay. Ich kann die aber auch eben recht leicht händisch einschalten, indem ich einfach den Knopf drücke. Das hast du eben gemacht, ohne die Fernbedienung zu haben. Ich brauche nur die Fernbedienung, um, ich sag mal, Temperatur einzustellen. Die habe ich aber in der Regel eingestellt und dann brauche ich nur an das Panel gehen, um eben einzustellen. Ja, dann habt ihr viele Dinge ganz einfach gelöst. Das hier, ist das die Hufschützensteuerung, oder? Was meinst du? Das ist, das Gelbe? Nein, das sind jetzt zwei Fernbedienungen, eine Ersatzfernbedienung für die Bedienung der Plattform und der Auto, meinte ich. Der Heckklappe hinten, genau. Damit fährt man die Plattform rein, raus, die Heckklappe auf, zu. Die Hubstützen werden hier über dieses Panel bedient und eben auch die Slideouts. Ich glaube, die Thule ist auch 230 Volt. Also das ist... Ja, richtig. Die Thule Markise ist auch 230 Volt. Das heißt, dafür muss der Wechselrichter eingeschaltet sein oder eben ein Außenstrom dran sein. Patricia, mach mal bitte so einen Schrank auf. Ich will mal reingucken. Ich hoffe, es ist kein Prototyp. Und ziehen. Vollkorpusmöbel sind hier gar nicht notwendig, denn ihr habt die Rückwände nämlich verkleidet. Und das sieht richtig schick aus. Das ist eben die Außenwand schon, ja. Da ist aber so speziell so eine Art Teppichmaterial drauf. Und eben auch ein Velour drüber, um es zum einen schick zu machen und natürlich auch geräuschgedämmt zu haben. Und ja. Ist das schön, Patricia? Ja, also ich finde es mega schön. Ich wusste gar nicht, dass man die aufmachen kann und vor allem, man muss keinen Knopf oder so drücken, man zieht einfach ein bisschen fester, aber trotzdem sind die wahrscheinlich während der Fahrt total abgesichert. Nicht, dass die dann irgendwie aufgehen. Ja, hier vorne ist auch eine kleine Kante dran. Das macht, glaube ich, Sinn, wenn man so jetzt ein Gesellschaftsspiel hat wie ein Schachspiel. Das ist ja absolut sinnvoll, so eine Kante zu haben, um einfach eine Rutschsicherung zu haben, beziehungsweise eine Ausfallsicherung zu haben. In der Regel kommt natürlich hier ein Boden rein. Das ist aber etwas, was wir nachher mit dem Kunden besprechen, wo er sagt, ich möchte hier einen Boden haben, da nicht, weil ich da meine Thermoskanne stelle oder irgendwas. Und deswegen fehlt das natürlich hier noch. Also Heiko, man kann dieses Fahrzeug erwerben, richtig? Ja, wir können gleich mal verhandeln, wenn du magst. Ja, ich sag mal, wenn das jetzt jemand sieht und sagt, er möchte es gerne haben, mach mal auf. Das ist wie zu Hause. Ja, genau, das ist eine richtig schöne Schublade mit einem Besteckeinsatz. Das ist ja mein Zuhause am Ende auf Rädern und da möchte der Eigner auf nichts verzichten. Er möchte halt alles dabei haben. Unten mal bitte, Patricia, ganz unten. Platz 10, also für Töpfe und Co. Tiefe Schrankauszüge sind drin an der Seite. Ja, das kenne ich. Das ist gut. Wie zu Hause aus dem Möbelbau. So, jetzt, der Spannungsbogen, den haben wir gemacht. Haben wir irgendwas vergessen noch, Heiko, hier drin? Im Wesentlichen, sage ich jetzt mal. Die Sitzgruppe haben wir gezeigt. Die hat ein Bein, die kann man ausziehen. Genau, die hat einmal den Tisch, den ich noch ausziehen kann. Und auch die Sitzbank unten kann ich ausziehen. Wenn ich dann doch mal da zu viert sitze, habe ich hier die Möglichkeit, das zu verbreitern. Ja. Und habe jetzt eben hier die Möglichkeit, dieses Teil hier einzulegen, um dann... Das ist ja pfiffig. Ja, und das ist nicht nur pfiffig, das ist eben auch etwas, was nicht klappert, ja, sondern du hast gesehen, der Tischfuß fährt mit. Das heißt, den habe ich jetzt absolut stabil und da ist nichts mit bewegen und auch eben nicht klappern während der Fahrt. Das ist ja ganz wichtig. Okay, wenn ich will, könnte ich es auch draußen lassen während der Fahrt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, ich will es stets so haben, macht jetzt keinen Sinn. Der Slideout macht den Raum sehr groß. Es fällt gar nicht auf, dass ein Slideout da ist. Es würde massiv auffallen, wenn er nicht da wäre. Jetzt meine Frage, es ist alles so angelegt, dass ich das Fahrzeug bei eingezogenem Slideout bedienen kann? Das ist eben genau das, was wir wollen. Man könnte auf der anderen Seite noch einen zweiten Slideout einsetzen, mit dem riesen Nachteil, dass ich dann während der Fahrt, wenn die beiden Slideouts eingefahren sind, einfach nicht mehr durchgehen kann, beziehungsweise das Fahrzeug nutzen kann. Wenn wir hier diesen einen Slideout reinfahren, dann habe ich das Fahrzeug
zwar etwas enger, ja, na klar, aber ich kann alles voll nutzen. Ich kann an den Kühlschrank gehen, ich kann hinten ins Bad gehen, ich kann alles ganz normal machen. Und die Situation wird es vielleicht mal geben, wo ich sage, Mensch, wir machen Rast auf dem Rastplatz und wollen mal eben Kaffee zwischendurch trinken. Dann habe ich vielleicht den Slideout nicht rausgefahren, aber ich habe trotzdem alle Möglichkeiten. Oder ich bin bei euch im Service, bleibe im Fahrzeug, ihr macht da irgendwas, ja, und es geht halt mal nicht. Dann, ich sag mal, das kommt ja schon mal vor. Die Kunden, die bei euch im Service sind, die können ja im Fahrzeug wohnen bleiben, oder? Meistens. Die können wohnen bleiben, ja. Ja, es ist sogar so, dass sie dann auch ihren Kaffee zwischendurch trinken, obwohl es den natürlich bei uns auch separat im Kundencenter gibt. Aber nein, sie sind halt gerne im Fahrzeug und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die ausziehbare Bank, wie funktioniert die? Du nimmst einfach hier dieses Polster hoch und ziehst dann diese Bank hier aus und legst jetzt hier ein Polsterteil auf. Das liegt jetzt unten in der Sitzbank. Und somit habe ich dann die Möglichkeit, hier wirklich mit 4 Personen zu sitzen. Okay, das heißt, im eingefahrenen Zustand, das Fahrzeug ist für 2 Personen konzipiert oder 2 bis 3, korrekt? Ich nenne immer das 2+2. Warum? Weil ich habe einmal, die Patricia zeigt es ganz schön, ich habe einmal die Möglichkeit, 3 Gurtplätze zu haben, beziehungsweise 4. Das heißt, hier ist der 4. Platz. Ja? Und es ist auch so, dass ich ja einmal das feste Heckbett habe und zusätzlich habe ich hier vorne die Couch, die ist ausziehbar auf 1,40 mal 2 Meter. Was? Ja, also die kann ich hier wirklich mal eben schnell ausziehen, recht unkompliziert, wo ich sage, ich habe wirklich ein Lattenrostsystem. Ja, ich kann jetzt das Oberteil rüberschlagen und habe dann hier 1,40 mal 2 Meter. Deswegen nenne ich das immer 2+2. Ob es jetzt ein richtiger 4-Personen-Schläfer ist, weiß ich nicht, weil das ist schon möglich hier zu schlafen, aber eben vielleicht ein bisschen spartanischer als auf dem richtigen Bett. Was wir gleich sehen werden, ja. Also Patricia, das ist doch mehr als spartanisch. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ja, der Heiko, der hat doch, die arbeiten hier mit allen Tricks, sage ich jetzt nur bei Variomobil. Und zwar alles so, dass man es nicht sieht. Man vermutet es gar nicht. Ja, das ist eben das Schöne. Man kann ja bei so einem Fahrzeug auch ein Hubbett einbauen. Dieses Hubbett ist dann, das kennt man aus kleineren Fahrzeugen auch. Eins. Ja. Das ist ein Traum weg. Ja, genau. Das unterbricht immer unser integriertes Feeling. Ja, und wir haben vorhin gesprochen über Fußball auf dem Fernseher, sehe unten durch die Windschutzscheibe. Das hätte ich jetzt so nicht. Der Fernseher wäre da oben nicht. Und ich hätte irgendwie einen Absatz hier oben, was dieses integrierte Feeling, wo die Hängeschränke so durchlaufen, einfach unterbrechen würde. Und das vielleicht für eine Situation, wo ab und zu mal ein Enkelkind mitfährt. Und da sage ich, Mensch, dann ist doch diese ausziehbare Couch genau das Richtige. Das fällt so nicht auf, es ist schnell machbar. Und ich habe eben trotzdem dieses integrierte Feeling ohne Hubbett. Und ich habe einen ordentlichen Schlaf, dank Lattenrost und Co. Außerdem kann man ja noch einen Geltopper drauf machen, dann ist auch das hier perfekt. Also zumindest bei mir. Ich schlafe am Geltopper so gut, dass ich teilweise auch geweckt werden muss von meiner Frau morgens hier auf dem Caravansalon. Okay. So, jetzt wird spannend. Das darf nicht fehlen. Das ist übrigens kein Luxus, den man einfach so hat, sondern klappernde Gläser in einem Wohnmobil. Es gibt nichts Schlimmeres. Ihr habt euch was überlegt. Ja, genau. Wir haben hier die Glasvitrine mit Plexiglasböden gemacht, wo nachher die Gläser passgenau eben in diesem Boden stecken. Heiko, ich muss aber dann die Gläser bei euch schon kaufen, weil ich... Nein, und das ist eben genau das Schöne. Der Kunde sagt, ich möchte die und die Gläser haben. Es werden sogar teilweise Gläser angeliefert, weil der Kunde sagt, die habe ich so lange in meinem Bestand, die möchte ich auch in meinem Wohnmobil mitnehmen. Und da trinke ich einfach gerne raus, ob es ein Rotweinglas ist oder ein Prosecco oder Schnapsglas. Wir gehen da auf die Wünsche ein. Das ist doch gar kein Problem, diesen Boden dementsprechend zu gestalten. Genau, ihr habt wahrscheinlich eine Maschine, die macht das CNC gesteuert und ja, ist alles so einfach, klingt das. Feinsteinzeug, ja. Die Kanten, die Lampen. Ja, das ist einfach... Perfektion. Aber vorne steht drauf Perfekt. Du würdest ja nicht überall Perfekt draufschreiben, oder? Hier auf dem Caravansalon. Ja, okay. Ja, das ist perfekt. Gut, es geht ja um Folgendes. Wenn ich so viel Geld ausgebe, sage ich jetzt mal, dann bekomme ich deutsche Wertarbeit. Genau, wir fertigen die Fahrzeuge in Bohmte, das ist bei Osnabrück. Und
wir sind eben eine richtige Manufaktur. Und wenn du siehst, wie wir fertigen, dann wird das jedem klar. Das ist keine Standardfertigung, keine Straßenfertigung, sondern das ist eine richtige handwerkliche Manufaktur. Manchmal hört sich handwerklich so ein bisschen negativ an. Manufaktur hört sich ein bisschen professioneller an. Und das ist es eben auch. Wir machen sehr professionelle Arbeit seit fast 40 Jahren und wir haben langjährige Mitarbeiter, die schon seit über 30 Jahren da sind, die einfach genau wissen, was sie tun. Und das geht nur so. Wir müssen denen nicht sagen, wie viele Schrauben sie reindrehen müssen. Ihr gebt ihnen das Ziel und die wissen, was zu tun ist. Genau, die wissen ganz einfach, hier ist das Ziel und die wissen dann, ob sie 3 oder 4 Schrauben reindrehen müssen. Und sie drehen in der Regel immer eine Schraube mehr rein. Das ist symbolisch gemeint. Ja? Wir machen immer einen Schritt mehr. Ich hab's gesehen hinten bei der Klappe. Genau. Sag mal, eine ganz kurze Frage. Ihr habt wirklich Alcantara an der Decke? Ja, genau. Das ist eine Paneeldecke mit Alcantara bezogen. Das heißt, du kannst die reinigen, bis der Arzt kommt. Du kannst die reinigen, bis der Arzt kommt, genau. Ich sag mal, wenn ich jetzt Spaghetti mal den Unfall habe, spritzt nach oben, das ist auch das ist hochreinigungsfähig. Absolut. Und hinzu kommt noch, wenn es dann ganz quer geht und ich zum Beispiel einen Brandfleck hier drin hätte, könnte ich so ein Panel austauschen. Das ziehe ich ab und tausche es aus. Ja? Echt? Ja, gar kein Problem. Cool. Ja, und ich könnte es auch ja, gut. Hier vorne, das ist sehr, sehr modern. Auch das gab es wahrscheinlich so nicht zu kaufen, oder? Nee, das gab es so auch nicht zu kaufen. Das haben wir natürlich umgesetzt. Und jetzt muss man schauen, dass die Wand auch noch gerundet ist. Die ist nicht gerade. Ich weiß nicht, ob das im Bild so rüberkommt. Aber die ist gerundet. Ja. Und wer weiß, gerade Sachen sind günstig, runde teuer. Runde sind immer aufwendig zumindest, genau. Aber das ist eben das, was wir können und wo wir unser handwerkliches Können zeigen wollen. Auch mit so einer eingelassenen LED-Leuchte dort rechts und links, die schmal ist. Ja? Die ist nicht jetzt 8 mm breit oder 10 mm breit. Schau sie dir an. Sie ist 4 mm breit und dimmbar selbstverständlich. Flächenbündig im Möbel eingelassen, finde ich, ist ein Traum. Was ich mag an dir, du kannst mir sagen, wie viele Millimeter die LED-Leiste hat an Breite. Ich kann dir auch sagen, wie der Rahmen, was der für ein Format hat. Ob wir ein 40-60-Profil unten verwendet haben oder ein 120U-Profil, das kann ich dir auch noch sagen. Ihr macht den Fahrzeugbau unten auch selbst? Ja, genau. Wir machen eben vom ersten Schweißpunkt bis zur Gardine wirklich alles selber. Und die Fahrgestelle kommen mit einem Fahrerhaus an und wir trennen dann das Fahrerhaus vom Chassis, wenn wir ein integriertes Fahrzeug haben. Wir setzen das Fahrerpodest hoch und in die richtige X-Richtung, um nachher keinen Motordeckel zu haben. So, das ist das, was du... Das ist ja frech. Ihr habt hinten einen Spiegel gemacht, der den Raum so massiv erweitert. Ja, das kannst du frech nennen, kannst du auch geschickt nennen. So sind wir halt. Und dahinter verbirgt sich ja noch etwas. Das ist ja noch nicht zu Ende, denn der Eigner braucht ja auch noch irgendwie einen Schrank. Ja, schau dir so eine Dusche an. Ebenerdig, Boden ebenerdig. Jetzt kann man ja sagen, ja, habe ich zu Hause auch. Na klar, aber wir sind immer noch in einem Fahrzeug, wo wir Tanks verbauen, ja, und wo sich das Fahrzeug bewegt und auch Wasser nachher in so einem Tank, wenn ich anfahre, drückt das Wasser nach hinten, wenn ich bremse, drückt das Wasser nach vorne. Und auch dann muss es funktionieren und nicht in der Dusche hochsteigen, ja. Da ist zum Beispiel so ein Wäschekorb, wo der Kunde den Wäschesack rausnehmen kann. Ja. Es gibt so Momente, ich bin ja normal derjenige, der immer viel redet, ja. Mhm. Bist du sprachlos? Ich bin sehr beeindruckt. Und ich habe viele Reisemobile gesehen. Dankeschön. Wirklich. Und wenn du jetzt einfach nur sagst, Dankeschön, ihr habt das so gut gemacht. Ich habe mir viele amerikanische Videos angeguckt, weil die in der Größenordnung öfter unterwegs sind. Aber sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, schön, dann sind wir ja richtig hier. Und es riecht so schön. Es riecht so nach Möbelbau, wie in einer neuen Wohnung. Ja, genau, aber du merkst du riechst kein Formalit? Nee, nix. Du riechst satten Möbelbau. Ja, du riechst Holz, du riechst Leder, du riechst Feinsteinzeug. Also es riecht wie in einer neuen Wohnung. Also als kämst du im Hotelzimmer, was gerade gebaut wurde. Und das ist hier... Warte. Oh, Patricia. Warte mal gerade. Das heißt, ihr habt den Ausguss beleuchtet. Ist das die Temperatur?
Ja, nee, das ist jetzt einfach nur eine Farbsteuerung, die ich da separat steuern kann. Ein Stück zurückgehen. Warte mal. Ich habe übrigens die Maske noch an. Nur als Hinweis. Da ist die Farbsteuerung mit drin. Das Ganze funktioniert auch mit der Farbsteuerung. Du musst die Maske nicht anziehen, ist in Ordnung. Das geht nur darum, wenn wir draußen sind und Leute kommen, wir halten Abstand. Ich habe die Maske an. Jetzt schau dir eben so einen beleuchteten Abfluss dort an. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, sieht ja toll aus. Aber funktioniert das auch? Ja, das funktioniert. Warum? Weil ich würde es gerne mal zeigen, wenn du mich da mal kurz reinlässt. So, Patricia, du musst jetzt raus. Ja. Genau. Immer nur einer. Bitte schön. Schau, weil wir denken ja auch, wie kriege ich so einen Abfluss gereinigt? Ja, sieht ja toll aus, okay. Wie mache ich das? Ich habe hier eine Magnetleiste, die ich wegnehme. Und dann komme ich hier an den Abfluss dran. Ja, das heißt, ich kann den dann in dem Moment super reinigen. Das heißt, das Waschbecken ist auch nach unseren Vorstellungen gefertigt worden. Bitte nochmal langsam zum Mitschreiben. Die Funktion, die du gerade gemacht hast. Genau, Ihr habt dort Magnete drin? Ich habe hier eine Magnetleiste, wo ich eben diese Optik bekomme, die ich haben wollte. Unten eine feine Öffnung, wo das Wasser ablaufen kann, wo ich eben diese LED-Beleuchtung habe. Aber ich muss ja irgendwie wann mal an das Siphon kommen, an den Abfluss kommen, um das zu reinigen oder auszutauschen. Haare, egal was. Genau. Und so habe ich eben die Möglichkeit, das hier wegzunehmen und dort relativ schnell zu arbeiten, ohne dass ich irgendwas schrauben muss oder irgendwie eine hässliche Sache habe. Und das habe ich dann hier so gewährleistet. Ja. Übrigens, liebe Fernsehzuschauer, wenn ihr das jetzt seht, es flackert nichts. Es ist nur auf der Kamera so, weil die eine sehr hohe Bildwiederholfrequenz im Moment hat. Okay. Also nicht, dass ihr denkt, hier flackert irgendwas. Und auch das Thema Reinigen. Ihr habt viele gerade Flächen und da habt ihr jetzt eine Technik drauf, wahrscheinlich eine italienische? Ja, das ist so wir nennen das Rust Art Panel. Ich wollte gerne eine freistehende rostige Stahlplatte haben, wo man meint, hier aus dieser freistehenden Platte kommt das Wasser raus. Ja? Und das soll sie hier darstellen und ich meine, das ist ganz gut gelungen. So, ich gehe mal gerade einen Schritt raus, dann mach mal bitte auf hier einen Schrank. Ich nehme an, da kann man Dinge verstauen. Genau, hier hast du halt die Möglichkeit dann die Zahnbürste, Haarspray, Shampoo, Toilettenpapier, was man so dabei hat. Ja? Und das kannst du hier dann verstauen. Boah, ist das schön. Unten? Hast du auch nochmal die Möglichkeit. Ich zeig mal so ein Detail, nochmal zumachen bitte. Ja. Die Lichtleiste ist genau da, wo man sie braucht. Das heißt, wir haben eine indirekte Beleuchtung, die ich auch nachts anlassen könnte. Und ich sehe, wo ich es auch mache. Ja, genau. Und du hast vielleicht auch die Möglichkeit, in der Nacht nur diese Lichtleiste anzumachen, ohne das ganze Licht jetzt anzumachen, wo ich gleich hellwach bin, sondern eben nur eine Beleuchtung, dass ich eben schauen kann, wo bewege ich mich. Und das habe ich hier, ja. Und hier kann ich eben dann auch noch Sachen stauen. Aber auch solche Details würden wir mit dem Kunden besprechen. Jetzt ist es unser Fahrzeug, das was nach unseren Vorstellungen entstanden ist. Aber auch hier könnte der Kunde bestimmen und sagen, oh, ich möchte hier Schubladen haben oder was auch immer. Türen, ja, ich sehe, ihr habt ein ganz tolles System integriert. Das ist dort oben gesichert übrigens. Genau, das ist eben auch eine Schiebetür, die ich dann zumachen kann. Und wenn ich die jetzt zurückschiebe, das heißt, ich hätte vielleicht vergessen, vor Fahrtantritt die zu sichern, fällt die einmal in die Richtung und jetzt ist die wieder gesichert. Genau, und weil du so lieb ist, das nochmal machst, das heißt, die fällt durch die Schwerkraft einfach runter? Ja, genau, dieser Hebel fällt einfach durch die Schwerkraft zu und sichert dann die Tür. Das heißt, die fällt nicht während der ganzen Fahrt, bis ich wirklich hier hingehe und die dann sicher... Sie fällt einmal zu, dann bleibt sie da. Die fällt einmal in die Richtung und ist dann, zack, verriegelt. Ja, das ist mir übrigens auch schon passiert. Man sollte ja eine Checkliste machen vor der Fahrt, aber wie es so ist, genau. Man hat vielleicht eine Kleinigkeit vergessen. So, und jetzt kommen wir zu einem Teil, der mich... Ja, das ist sowieso, das Fahrzeug hier ist außergewöhnlich. Ich muss ja mal sagen, ich stelle mich mal hinten in die Ecke. Also ihr vereinzelt euch jetzt mal gerade. Warte mal, bitte, Patricia. Ich bin sprachlos. Das ist ein Spiegel, oder Sven? Also... Da bin ich. Hallo. Guten Tag. Es ist ein Spiegel. Ich bin sprachlos. Patricia, du hast festgestellt, dass das ein Spiegel ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich noch mehr, oder? Ja, wir brauchen natürlich auch in unserem Fahrzeug einen Kleiderschrank und der sollte natürlich nicht zu klein sein. Somit haben wir gesagt, Mensch, im hinteren Bereich... So, ich gehe mal gerade darüber, du gehst mal gerade einen Schritt zurück, bitte, ja, gerne. Dass ich durchkomme und dann zeigst du mir das mal bitte einmal öffnen. Das kann die Patricia vielleicht zeigen. Patricia, wenn du den obersten Taster mal 2 Sekunden festhalten würdest, den linken,
Elektrisch? 2 Sekunden festhalten, bitte. Danke. So, und jetzt fährt die Spiegelschranktür auf und macht Begehbarer Kleiderschrank. da hinten den großen, sehr großen Kleiderschrank frei. Ja, zumindest die Patrizia könnte ihn begehen. Also was mir auffällt ist, nochmal deine Größe bitte. Meine Größe ist 1,84. Wir haben hier volle Stehhöhe. Wir haben hier drunter einen AMG GT, einen riesen Sportwagen und wir haben volle Stehhöhe bei Einhaltung der 4 Meter. Das muss man sich mal so vorstellen und das muss man konstruktiv umsetzen. Das ist nicht ganz so mal eben. Nochmal zum Kleiderschrank zurück vielleicht. Man könnte ja jetzt meinen und sagen, oh, ja, so eine elektrische Tür habe ich zu Hause auch. Mit einem Unterschied. Wir sind im Fahrzeug und ich muss mir immer noch überlegen, wie sichere ich die Tür, wenn die zu ist? Denn der elektrische Motor hält die Tür nicht. Also gibt es eine zusätzliche Verriegelung, die Tür noch während der Fahrt verriegelt, damit sie nicht hin und her fliegt. So, ich hab eine Maske an, du kommst noch kurz zu mir. Ja. Patrizia, geht mal raus. Ganz raus bitte, viel Abstand halten und du gehst mal vorne hin, dann schauen wir uns das mal an. Denn auch hier habt ihr eine Art Sicherung eingebaut. Ja genau, du hast die zusätzliche Verriegelung eben, um zu sagen, ich kann jetzt während der Fahrt sicher sein, dass die Tür gesichert ist durch eine elektrische Verriegelung. Wo? Ja? Wo ist sie? Die befindet sich dort links, die wirst du so nicht sehen, weil zum Teil wirst du sie sehen, da ist ein Steuergerät verbaut und eben der Motor. Der Rest ist versteckt. Und jetzt kommt noch eine Komponente. Wenn ich mir jetzt vorstelle, oh, vielleicht sind meine Batterien mal leer. Ja, oder ich habe ein elektrisches Problem. Wie komme ich jetzt an meine Jacke? Ja. Die Elektrik ist ausgefallen, die Verriegelung, die löst nicht aus. Ja. Also muss ich hingehen und eine mechanische Entriegelung haben. Ja. Das heißt, ich habe hier eine mechanische Entriegelung, die über Bautenzüge diese elektrische Verriegelung auslöst und ich kann dann von Hand die Schiebetüren öffnen. Das ist eben der Unterschied zu Hause. Hier bräuchte ich mir gar keine Gedanken drüber machen, einfach nur elektrische Schiebetür, fertig. Und das ist eben im Wohnmobil immer ein bisschen anders. Patrizia, du darfst dich mal hinlegen. Guck mal mit den Beinen, das vielleicht zur Seite, nicht, dass die Leute wieder schreiben, wir haben alles dreckig gemacht. Warte, ich geh mal hoch. Das ist schon schick, oder? Ja, finde ich auch. Die Türen sind hinten. Welch ein Glück, dass ich mit einer Sony 6600 filme. Mit den neuen Batterien, liebe Ingenieure von Sony, ihr habt mir einen Segen erfüllt. Ich kann so lange filmen, wie ich will, bis der Akku leer wird. Man kann hier übrigens so lange duschen, wie man will, bis der Tank leer ist. Genau, durch die 17 kW Dieselheizung habe ich die Möglichkeit, unendlich zu duschen und vielleicht auch bei kalten Tagen sich mal wieder schön aufzuwärmen. Die Höhe, auf welcher Höhe bin ich ungefähr? Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf, dass wir mal rausgucken. Hier ist übrigens noch ein tolles Sofa. Kann ich mich hinsetzen? Genau, wir haben ja jetzt hier 2 Slide-Outs hier hinten. Ja. Wie funktionieren diese 2 Slide-Outs? Also ihr sitzt jetzt auf dem Bed-Slide. Ja. Das heißt, dieses Bett mit den Hängeschränken, mit dem Nachttisch insgesamt fährt hier rein. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, aber dann habe ich das Sofa doch noch. Und danach kommt dieses Sofa und fährt bis hier gegen. Warte, ich zeig das mal. Mach mal hoch. Fährt bis hier gegen diese Kante. Ja. Das heißt, dieses Bett, dieser Bettbereich fährt nachher hier übers Sofa. Okay, das heißt, es ist so ein bisschen Tetris. Ja, genau. Das ist ein bisschen Tetris. Aber ich kann es komplett im eingefahrenen Zustand benutzen. Ich gehe dann praktisch von hier aus drauf. Direkt. Ja, genau. Ich muss dann in dem Moment übers Bett, um hier an den Schrank zu kommen, aber ich kann es voll nutzen. Es gibt ja Schlimmeres. Ja, genau. Könnte schlimmer sein. Und in der Regel sind volle Funktionalität. Der Fernseher würde auch gehen. Das ist schön. Den habt ihr super integriert. Der sieht nun wirklich aus wie ein Bild. Vor, ich sag mal, 20 Jahren gar nicht machbar. Heute gibt's alles. Ja, genau. Dank der flachen Technik haben wir die Chance, hier mit einer Doppelwand zu arbeiten, sodass die Rollos schön integriert sind. Wir haben ja hier Moskito-Rollos und auch Verdunklungsrollos. Ich möchte die aber nicht unbedingt sehen und so habe ich das alles flächig hier eingelassen und eben dann auch den Fernseher. Okay, das heißt hier diese, wie nennt man die nochmal, diese Jalousie, genau. Das ist nur Optik. Darunter ist das, was ich kenne. Ganz genau. Dahinter verbirgt sich dann, Sag mal bitte. Dann das Moskito- und Verdunklungsrollo. Aber sehr wahrscheinlich nicht das, was du kennst, sondern schon etwas spezieller, weil schon noch stabiler und eben für uns gebaut. Ja? Und also da habe ich dann eben die Möglichkeit hier Privacy auch zu schaffen, das heißt von unten nach oben. Sehr schön. Mach mal so einen Schrank bitte auf oben.
Es ist Wahnsinn. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Das Coole ist, es ist genau die richtige Höhe. Ich kann reingucken, ich kann hier die Strümpfe rausholen, meine Unterhose, hier habe ich die Sicherung in Griffhöhe, hier habe ich die Klimaanlage. Ach, der Schrank ist zugegangen. Hast du was gemerkt? Von der selbst? Schrank ist automatisch nach 3 Minuten zugefahren oder ich weiß gar nicht, was im Moment eingestellt ist. Wenn der Kunde vergisst, die Schranktür zuzumachen, Und wenn das Kleinkind drin ist? dann wird es sich melden, ja. Okay, es wird aber nicht zerquetscht, oder? Nein. Also es könnte nicht in der Tür zugefahren werden, weil die hat natürlich dann einen Kontaktschalter, der dann auffahren würde. Krass, oben drüber auch noch. Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Da vorne haben wir eine kleine Soundanlage drin. Ja, wir haben einfach ein Radio verbaut, wo der Kunde über eine Fernbedienung vom Bett aus nachher Sound machen kann. Und, aber auch das ist natürlich immer so eine Sache, wie viel will ich da haben? Der Nächste sagt natürlich, oh, das reicht mir nicht, ich möchte hier hinten auch eine Bose-Anlage haben oder was auch immer. Was der Kunde will. So, hier vorne haben wir ein kleines Nachtkästchen. Mach mal auf. Da wäre denn zum Beispiel, was bei dir drin, Patricia? Ja, wie er gerade gesagt hat, vielleicht die Fernbedienung vom Fernseher oder das Buch oder die Lesebrille. Könnte alles sein. Genau, zum Beispiel aber auch das Kindle, was immer beliebter wird. Gerade auf Reisen brauche ich keine Bücher mitschleppen. Der Champagner, ist der jetzt repräsentativ für die Zielgruppe oder ist das was schick aussieht in so einem Auto? Ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen Deko, was einfach die Ansicht so ein bisschen netter macht und vielleicht so ein bisschen einlädt. Ja? Und auch hier sehen wir wieder diese Smartphone-Charger, die in dem Nachttisch integriert sind. Warte, ich zeige das mal gerade. Wie man sieht man nichts. Und das ist ja genau der Sinn. Ich muss aber wissen, wohin, oder? Oder ist die Fläche relativ groß? Die Fläche ist relativ groß, beziehungsweise kann nachher mit einem Punkt gekennzeichnet werden. In der Regel wissen die Kunden irgendwann, wo diese Fläche ist und legen Man sieht es ja auch. Das Smartphone sagt ja, ich lade. Genau. So, jetzt haben wir uns heute Morgen kennengelernt, ja. Ich bin hergekommen, habe gesagt, ich drehe mal so ein paar Videos. Ich guck mal auf die Uhr, 1 Stunde 45. Ist das so eine übliche Vorführzeit, wenn man sich wirklich mal Zeit nehmen will und das mal präsentieren will? Nein, dann ist die Zeit noch viel länger. Weil ich kann ja nicht hingehen, ein so hochwertiges, teures Fahrzeug in einer so kurzen Zeit verkaufen. Der Kunde braucht eine ausgiebige Beratung. Das ist natürlich hier auch vom Messe nicht immer möglich. Ja? Da ist auch die Frage, wie interessiert sind die Kunden wirklich oder wie lange wollen sie wirklich von mir eine Erklärung haben. Und solange sie die wollen, bekommen sie die. Und am liebsten ist es noch bei uns im Werk, wo ich noch mehr Möglichkeiten habe. Ist das möglich? Ich kann zu euch ins Werk kommen, wenn ich interessiert bin? Sehr, sehr gerne. Also, weil wir da noch viel mehr Möglichkeiten haben. Wir können eine Probefahrt machen, wir können die Produktion besichtigen, wir können sämtliche Fahrzeuge in verschiedenen Steps, in verschiedenen Bausteps besichtigen. So, ich mache eins. Ich komme zu euch. Versprochen. Toll, freue ich mich. Und ich komme mal vorbei, gucke mir das Ganze mal an, wie man praktisch Stück für Stück individuell Fahrzeugbau macht und das von jemand, wo ich das Gefühl habe bei dir, du liebst Fahrzeuge, oder? Ja, alles was Räder hat, muss irgendwie, also ist von mir schon, seit ich 12 bin, fahre ich Mofa, also jetzt nicht auf der Straße. Weil es ist schon verjährt. Ist auch schon lange her, genau. Ja, es liegt in der Familie, liegt bei uns generell hier im Betrieb im Blut. Wir haben mit klassischen Autos zu tun, wir lieben Wohnmobile, wir lieben mobiles Reisen und ja, nur so kann man wirklich mit Überzeugung so ein hochwertiges Fahrzeug auf die Räder stellen. Ja, euch gibt es seit Anfang der 80er Jahre. Wir gehen am besten mal ganz raus, denn ich denke, mein rechter Arm fällt mir nämlich gleich ab. Die einen oder anderen haben gesehen, wie ich das Ganze filme. Ich halte tatsächlich das ganze Gimbal im rechten Arm. Und das ist der längste Film, den ich jemals am Stück gedreht habe. Aber ich könnte noch eine Stunde drehen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, einen guten Überblick gemacht. Der Teppich ist normal nicht drin. Oder doch? Wenn man will. Der Teppich ist drin, das mögen wir ganz gerne hier im vorderen Bereich. Aber auch da ist natürlich der Kunde, der sagt, wie es werden soll. Manche haben auch dieses Feinsteinzeug bis vorne durchgezogen und dann nur einen gekettelten Teppich hier vorne drauf gelegt. Ist da jetzt nichts drunter oder habt ihr es durchgezogen, das Feinsteinzeug? Da ist jetzt das Feinsteinzeug ist hier nicht drunter, das sehen wir im anderen Auto. Da ist es drunter, hier ist nichts drunter. Nichts drunter heißt eben unsere GFK-Oberfläche und da, wo die Fußbodenheizung integriert ist. Und ja, das ist eben unterschiedlich. Wir mögen das ganz gerne, weil es irgendwie eine gewisse Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt. Sehr schön. So, ich gehe mal raus. Patricia, Maske hast du an? Ja, das
Das Konzept der Messe ist natürlich richtig gut. Also ich bin ganz beeindruckt. Ich bin auch angetan. Man war natürlich auch skeptisch, bevor wir hergegangen sind. Wird es funktionieren? Wie halten sich die Leute daran? Aber ich muss sagen, alle sind super diszipliniert und halten sich super an die Abstände, tragen immer Maske. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was funktionieren wird. Und ich hoffe, dass das exemplarisch für zukünftige Messen stehen kann. Ja, ganz Europa schaut auf diese Messe. Es ist die erste große Messe, die stattfindet unter Corona-Bedingungen. Mittlerweile habe auch ich mich an die Maske gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Also anfangs war es sehr ungewohnt, ja, aber es geht nicht anders und es macht auch wirklich Sinn. Das Zielpublikum, ihr habt Fahrzeuge in verschiedenen Preisgruppen. Jetzt reden wir hier bei rund 1,5 Millionen Euro. Wo fängt das dann an? Kriege ich schon was für 400.000? Ja, auf jeden Fall. Also wir bauen ja Fahrzeuge von einer Länge von 8 Meter bis eben 12 Meter. Mit Slide-Out, ohne Slide-Out, auf verschiedenen Chassis, angefangen beim MAN TGL 8-Tonner, Atego, Mercedes Atego 8-Tonner, bis eben dann zum Flaggschiff Mercedes Actros 530 PS. Wir bauen die integrierten Autos, wie wir hier sehen. Dort hinten ein Vario Star. Hier das sind die man schon oft sieht draußen. Also der eine oder andere ist der Vario Star, den habt ihr auch verkauft? Ja, auch der ist recht gefragt, weil der Vario Star hat eine schmale Karosse gegenüber dem Vario Perfect. Eine schmale Karosse heißt, wir haben eine Breite von 2,30 Meter. Der Vario Perfect hat eine Breite von 2,50 Meter. Und es gibt eben Kunden, die sagen, nö, meiner ist 2,30. Italien-Mautstelle komme ich auch mit 2,50 durch, aber selbst bei 2,30 wird mir schon manchmal mulmig. Gut, ja, das ist so und das ist eben der Grund, warum dann manche vielleicht sagen, okay, ich möchte nicht auf 2,50 gehen, sondern ich möchte die schmale Karosse haben. Und dann gibt es eben hier den Vario Star, wo wir das anbieten, eben auch ein integriertes Fahrzeug, in diesem Fall auf Mercedes Atego. Das schauen wir uns am besten gleich mal an. Ja, Heiko Hülsmann, ihr seid nochmal in Bohmte bei Osnabrück. Bohmte bei Osnabrück. Vario Mobil heißt das Unternehmen, ich habe heute viel gelernt und ich denke, wir sollten diesem Fahrzeug mit dem Namen, das ganz große mit den 3 Slideouts, Vario Perfect 1200 in der Sonderedition Platinum. Vario Perfect 1200 in der Sonderedition Platinum. Das sollten wir uns noch mal ganz anschauen, zu Genüge führen. Wir drehen heute am 7. September 2020. Ja, ich danke dir recht herzlich für diesen wirklich tollen Rundgang. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und auch dir, Patricia, vielen, vielen Dank. Dankeschön.